Guten Tag. Ist das schon on? Ja, müsste on sein. Ja. So, Spiel starten. Da ist er. Ja, ich musste ein Anime zu Ende schauen, sorry. Das waren noch 2 Minuten. Gut 3 Minuten. Das ging überhaupt nicht. Vor allem, weil der voll abgegangen ist. Guten Abend, Tamara, Mel, Svani, Navia, Nilrock. Okay. Wir sind Prio 2. Ja, bei der Folge jetzt schon. So, einen guten Abend. Ihr sucht doch nach Hotels? Ging bei mir ziemlich. Außer dieses nimmer. Konichi Dokumi. Da. Wir sind eher noch weiter hinten, dachte ich. Wo war denn das? War das da? Scheiße, ich hab doch welche markiert gehabt. Drei Leute, 2 Zimmer habe ich gesucht gehabt. War das? Ich glaube schon. Ist das gewesen? Ich weiß gerade gar nicht. Muss ich mal nachschauen. Ich habe auf jeden Fall für ein paar Conventions was rausgesucht gehabt. Alle so immer so circa 15 Minuten vom Ding weg. Warte mal. Wo war die Convention? Die Convention ist ja da oben? Wo bin ich? Da unten. War das? Ich bin mir nicht mehr sicher. An alle anderen übrigens geht's dann gleich mit weiter, ja. Kommst du mit uns mit? Ich denke mal jetzt schon. Ich meine, die Messe ist da oben, das Hotel ist halt da unten, ne? Also das sind, glaube ich, dann schon 15 Minuten. Warte mal, das ist nur ein Hotel. War das? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das war. Ich hab was vergessen. Demosan, Alter. Was schreibe ich da? Demosan Hotel Hilton. Wo ist Maps? Da ist Maps, Route. Warte, ich gehe mal darüber. Nicht, dass wir doch mal Adresse da irgendwie. Messe, Schlüssel, Dorf. Okay, das ist eine halbe Stunde weg. Wir haben halt mit Maps geschaut, was auch öffentliche Firmen. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt halt von bei euch mit Auto ausgegangen. Deswegen habe ich da außen geschaut. Ich habe doch das da eigentlich schon. Ich habe mir mal geschaut, alles was so zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde irgendwie so ist, weg ist. Weil das wäre im Prinzip für mich ein 85-Euro-Zimmer und für euch ein 123-Euro-Zimmer zu zweit. Also so war es jetzt halt im ersten Moment mal. Aber halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll das. Oder so, danach habt ihr geschaut. Ach so, ich dachte, ihr habt schon ausgemacht, dass ihr fahrt. Da muss ich nochmal extra schauen. Wobei, wie geht's dann mit dem Zug hin? Boah, mit dem Zug ist dann von da aus eine Stunde. Ja, okay, das ist dann schon wieder anders. Wir fahren noch hier. Was jetzt hat? Ach so. Ja, aber man muss halt nochmal schauen. So, gehen wir mal rein. Warum ist denn das schon wieder so verschoben eigentlich? Hä? Ach so, ja, die haben ja das jetzt umgestellt mit dem Bild. Ich sehe immer, denke mal, hä, wo sind die Zuschauerdinger und wer ist da? Also ich fahre mit der Bahn hin, denke ich. Ja, Bahntickets gehen da
Beginner, glaube ich, in Ordnung. Daybay Navigator. Also bei mir, wie ich damals nach Köln gefahren bin, das ist schon ewig her. Messecenter Düsseldorf. Nicht heute. Keine Ahnung, machen wir einfach mal da. Dass die auch immer die Jetzt-Uhrzeit nehmen müssen. Da denke ich mir, als ob jemand jetzt abends um 20 Uhr jetzt noch irgendwo zu hinfährt. Zug ausgebucht, Zug ausgebucht. 4 Stunden, 6 Stunden. Holla. Schönen guten Abend. So, machen wir erstmal wieder die Questis. Natürlich wie immer nichts gemacht. Wobei, gelogen, ich habe die Woche meine Dailies fast immer gemacht. Also 3 von 5. Vor allem, weil ich das damit abkassieren wollte. Läuft noch 7 Tage, also habe ich noch 3 Tage zum Abkassieren. Das Laternenfest habe ich noch nie angefangen. Sie läuft ja nicht weg. So, also Dailies erstmal. Wo muss ich hin? Darüber. Kannst dich einfach ausweichen. Blödes. Ich bin zu weit weg. Muss jetzt greif mich an. Ich hab jetzt keinen Bock, jetzt da extra runter zu gehen. Feiger Mistkerl. We're way behind Ey, schedule. warum ist genau dahinter, wo solche Viecher sind? Das ist fast ein Wunder, ja. Die Sau mich beim Sterben noch erwischt hat. Klar ist es ein Wunder. Aber nur weil ich mir gedacht habe, ja, wenn es dich schon einloggen musst, Alter, um das Zeug abzukassieren, kannst du dir das auch gleich machen. Und weil ich halt echt nichts mehr an Dingern habe. Die haben mich trotzdem noch erwischt, die Sau. Born of ice and frost. So. Daneben. Also warte mal. Sind noch nicht auch kleine? Nee, das da. Zum Beten? Für was? Next on the agenda.
Es irritiert mich jetzt voll, dass die ganzen Dinge auf der Karte angezeigt werden. Bloß für Dings sammeln habe ich keine Lust gehabt. Für... Xianyu? Xianyu? Ach, irgendwie so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. We're way Xianyu? behind schedule. Xianyu? Xianyu? Ach, egal. Alle Karpfendinger fertig gefahren. Next on the agenda. Rest and rebuild. Don't waste my time. Kommt mal, guten Abend. Ich bin total hinterher. Zu mir hatte ich anfangs keinen Bock und jetzt ist es mir zu viel. Ja, ja, kann ich ein Lied von singen? Kann ich. Kann ich ein Lied von singen? Die Frage Pallat, Lieferdienst. Wo ist der Penner? Da drüben. Ich meine, um das alles richtig zu machen, musst du dich halt echt einfach komplett Neid drücken, dass du nur noch Genshin spielst. Wenn du was anderes spielst, hast du schon verloren. Lars, guten Abend. Moment, an sich zu nix Motivation, also. Kenn ich. Wobei wir hier Gott sei Dank immer bloß mal mittendrin so Phasen sind. Geldbeutel mit Geld für die Bestellung. Das nehmen wir doch und hauen ab. Ja, ich habe meistens so, wenn so ein neuer Charakter kommt, der mich interessiert, wäre ich wieder richtig motiviert und dann spiele ich wieder echt viel und dann... Add as. Thank you for. Add as. Aber momentan sind einfach zu viele gute Spieler raus. Ich habe gar keine Zeit dafür. Selbst wenn es gut ist. So, jetzt haben wir das da. Ich glaube, wir gehen mal den Boss vermöbeln. Also den Boss mache ich hin und wieder mal. Ich habe schon wieder angefangen umzubauen. Mehr Fontänen. Ich würde lieber gleich ins nächste Gebiet gehen. Ich habe jetzt genug Fontänen gesehen. Auf geht's ins nächste. Stück Mond. Das ist mir erst wieder eingefallen. Dazu hast du also Motivation? Ja. Für die Storchenolle zu sammeln. Ja, habe ich auch noch gar nicht angefangen, ey. Ich habe immer wieder mal den Boss gemacht. Nein, was machst du? Und ich bin beim ersten Mal, wie ich gestern zum Boss bin oder so, bin ich voll rasiert worden, weil ich die falschen Leute dabei hatte. Alter, hat er mich verdroschen. Da dachte ich immer so, ups. Calm weather. Do not trust your eyes. Your eyes. Access denied. For Rex Lapis. Freeze to the core. Crush. Ha. Ha. Eye for an eye. Give up. Fire. It's nothing. Yeah. Beg for mercy.
Shudder. Rack and ruin. Give up. It's nothing. All hail! We're way behind schedule. Ey, der zieht aber auch saumäßig viel ab, der Typ, ne? Ist mir Beg for aufgefallen. mercy. Das dämliche Kätzchen. Shudder. I condemn you. Vengeance will be mine. Crush. Den habe ich noch nicht mal angesehen. Der schaut so schlimm aus, wenn hier alles so voller offener Teleporter ist, Alter. Eieiei. Hallo, guten Abend. It's raining. Fetch an umbrella for me, would you? Such dir seinen eigenen Regenschirm. Weil es hübscher aussieht. Ja, mein innerer Monk will das, aber mein noch innerer keinen Bock hat keinen Bock drauf. Hey. Ist da eigentlich irgendwas da oben? Nee. Calm weather. Do weiß not gar nicht, was trust ich your den mach. eyes. Your eyes can lie to you. Honka ist neue Welt erschienen. Nee, ich muss zugeben, ich habe momentan null Bock auf. Warum greifst du jetzt den Don't an? waste my time. Honka ist für mich momentan erstmal komplett außen vor. Dass der Typ da wirklich rumfährt, macht mich fertig. Das ist auch das erste Boot, was einfach so rumfährt, oder? Parkt er da eigentlich und fährt gleich wieder weiter? Aber der andere daneben fährt doch weiter. Los, gib Gas, Alter. Muss ich mit dir reden? Ja, los. Cool. Alter, ich bin keine 2 Meter gefahren. Warum kriege ich da einen Erfolg schon für? Okay. Da gibt es extra Musik dafür? Oder ist es Standard in dem Gebiet? Oh. Was ist das für Musik? Chinesische Musik. Ey, nicht jetzt aufhören. Jetzt muss eigentlich der Höhepunkt kommen, so. Wegen schöner, lauter.
Was soll das? Wo ist meine Musik? Und ich fange jetzt hier nicht das Singen an. Warte mal, mich nerven die Dinger. So, jetzt. Haben die nicht erwartet, dass die... Jetzt geht er voll ab. Irgendjemand hat sein Halsband verloren. Mit der Glocke dran. Wie lang ist der Weg eigentlich? Warte, kann man da rein? Nee. Wie macht man eigentlich das Seil? Wir hören Musik und fahren durch die Gegend. Hat die Musik vorhin aufgehört, weil er keine Puste mehr hatte oder so? Oh scheiße, jetzt brauche ich eine Pause. Hä, was ist da? Strömung einfach? Haben wir das schon öfter gesehen? Ist irgendwie voll eigenartig. Das singt du mal 3 Minuten am Stück. Ja, ich war dafür auch nicht bezahlt, ja. Jetzt passt das schon wieder nicht. Hör nicht einfach mittendrin wieder auf. Weißt du, dürfen wir noch drüber springen? Was ist das für ein Service? Hey, was ist das? Ey, das ist immer so enttäuschend in dem Spiel. Warum ist nie irgendwas hinter den verdammten Wasserfällen? Du kannst dich ständig über Wasserfälle machen und dann nichts dahinter verstecken. Ey, das schaut voll cool aus, Mann. Wow, danke. Verpiss dich, du dämlicher Aufzug. Ja, klar gibt's einen, ja, das weiß ich schon. Ich war schon hinter 1 oder 2, keine Ahnung. Aber die meisten sind halt einfach nur Schau. Und es geht nicht, dass du in dem Spiel so viele Wasserfälle hast und im 99% ist nichts. Das ist doch kacke. Oh, das geht doch schneller, als ich dachte. Ihr Outfit schaut ganz cool aus. Aber das anzuziehen ist doch voll ätzend, Alter, mit der riesen Schleife hinten dran. Ja gut, die hat bestimmt jemand, der es macht für sie. Was für Chicken Shot? Ach so! Sind wir jetzt... Ah, hier drin ist die Grenze zu Fontaine, oder was? Deswegen geht's da hoch. Oder geht's da nur mal hoch? Ich dachte mir schon, warum ist das so hoch? Gibt's auch für die Schiffe sowas? Next on the agenda. Ja, wobei, oder die transportieren es dann hier hoch, das Zeug, und lassen es dann hier mit den Schiffen weiterfahren. Kann man auch.
Schaut euch gerade die Truhe an? Die gehört jetzt mir. Perhaps whoever Was? left these behind Nein, ich habe keinen Platz mehr. also fulfilling a contract. Alter, was ist denn da hinten? Ach, dann bleibt doch hier. Ich hab keinen Bock auszusortieren. Ist das auch vom Laternenfest? Blöde Frage, das sind ja große Laternen. Cool. Ah, jetzt verstehe ich das mit der Ausdauerleiste, ja. Ah, fuck, ich muss die Dinger eintauschen. Achso, ja, da muss ich ja gleich zum Alchemietisch. Gab mich eh nur auf der Ersatzbank rum. Ey, wenn man jahrelang nur Klee spielt, Alter. Ich glaube, mir wäre das so stinklangweilig, über Jahre nur Klee zu spielen oder denselben Charakter, Alter. Weil es so viele gibt halt. Also das ist kein Vorwurf, das ist eher aus meiner Perspektive gesagt. We're way behind schedule. Dabei gibt es so Millionen Charaktere und ich habe immer denselben dabei. Ich meine, mir ist jetzt schon auf. Mir ist zwar schwer gefallen, die Nahida auszutauschen, aber. Wen brauche ich für die Dinge eigentlich? Ich muss mal gucken. Gucken. Xianjun. Ja, okay. Bull. Was? Mit dem besten Spiel. Ja gut, aber du spielst ja eigentlich immer gleich. Aber das überrascht mich jetzt, dass Klee auf der Ersatzbank ist. Was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Erst sagen, ey, wie kann man immer denselben spielen? Ach scheiße. Hä? Jun. Nee, das ist die falsche. Ich brauch die. Daxanion. Ach so, die Schweine, ey. Ich sah auf der Ersatzbank. Den habe ich schon lange auf der Ersatzbank. Edzard. Charakterlore. Special Dish. Best Weapon. Das Zeug. Kann ich das hier bauen? Tatsache. Aber was ist jetzt da besser? ATK-Prozent, ATK, Healing-Bonus, ATK. Burst Healer. Plunge Attack DPS. Plunge Attack Support. Bitte 500 da. Wen nehme ich jetzt? Mach mal Plunge Attack. Scheißegal.
KT. Oh nee, jetzt muss ich wieder das Aussortieren anfangen. Hättest du wieder Angriff? So. Hä? Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Die müssten das viel besser schubweise hinzufügen. Autolog. Ja, aber ich muss da welche wegbekommen. Aber ich habe einen Haufen kleine wahrscheinlich, ne? Habe ich einen Haufen kleine? Definitiv habe ich einen Haufen kleine. Ah ja, stimmt, ich kann auch gedrückt halten, fällt mir gerade ein. So, weg mit der Scheiße. So, gar nicht lang rum dann. So. Jetzt hat. Oder mal, das hier muss ich noch kurz anpassen. Dann gehen wir mal dahin. In Frühling die Pirole dem Volk zum Glück und Wohle. Drachenpracht in der Frühlingsbrise. Alles klar. Naja, die Kleinen bekommst du in Massen. Wen interessieren die? Deswegen hau ich die... Ach du Scheiße, Alter. Wie viele von den Dingern haben die hier aufgestellt? Was geht mit euch ab, ey? Oh, die Ding ist da. Coaching! And Charlotte! Paimon never thought she'd see you two together. Nice to see you again, Traveler in Paimon. Das Lustige ist ja eigentlich, dass du ja die... Oh mal, weißt du wieder? We're not interrupting anything, are we? Die Charlotte, dass du die jetzt eigentlich grundsätzlich in jedes Event schmeißen kannst, wo du Bock hast. Sie ist eine Reporterin, die kann einfach überall hin. Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's lantern rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that lantern rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. Yeah, remember my business meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about. Keine Ahnung, Alter, als ob ich das wüsste. Was ist das hier? 3 Patches oder so? But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate.
Gute Idee. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Toys? They're not exactly toys. Hä? Doch, freilich. You see, Miss Kuching? That does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. 2 Spielzeuge? Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that, back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Ich wünsche dir, dass es gelingt. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Wir werden da sein. Oh, Paimon was on board
bored the moment you said secret prize. Es war klar. Then I'll look forward to seeing your performance. You bet! See you then! Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? Ja, ich sehe Is sie. it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? Die Kutsching ziehen eine They Menge, seem fishy. die Kutsching ziehen eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Huh. Well, yes, but... Something's up. Paimon just has a bad feeling. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. Warte, Paimon. Drachenpracht in Frühlingsblitze 1. Im Frühling, ja. Ich finde ja mittlerweile echt cool, dass sie das immer wieder einbauen mit diesen, dass Paimon zack, 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 zack einfach irgendwie auftaucht. Please take a seat. Ey, aber bin ich eigentlich der Einzige, der sich immer denkt, wenn die immer so, oh, dass die Leute an das denken und hier dabei und dies fühlen und so. Und ich denke mir dann bloß so, sorry, den meisten geht's wahrscheinlich am Arsch vorbei und die wollen einfach nur Spaß haben und scheiß drauf. Das ist wie bei Weihnachten. Oh, das Fest der Liebe und keine Ahnung was. Und denke so, ja, den meisten geht's eigentlich einfach nur um Geschenke, scheiß drauf. Oh. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Hä? Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. Dass bei euch was faul in der Marmelade ist, Alter, echt. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Mooncarver. Warte, was? Das ist doch das scheiß Reh. Hirsch? For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. Oder? Und er wird dann der Ding sein, oder? Der... Wie hat der Kranich nochmal ausgeschaut? Oder ist er der Kranich? Ich bin mir gerade nicht sicher. You kidding? Ah. That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es war eigentlich fast klar, weil wir mit denen am wenigsten zu tun haben, dass das nur normallos Charakter sind, aber selbst die schauen relativ ja, langweilig aus. Ein bisschen cooler hätten sie es schon machen können. Ich meine, er war einfach nur beim Friseur und hat sich die Haare... Ja, die waren beide einfach nur beim Friseur und haben sich die Haare färben lassen. Fertig. Ein bisschen fancy Kleidung. Was heißt fancy, Alter? Ja, machen wir weiter. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a Adepti. Preposterous. Utterly preposterous. Könnt ihr es beweisen? Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulau with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite.
As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer. Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich adept sind. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon, sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? Ich sehe das als ein Kompliment für die Qualität eurer Verkleidung. You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but But an inevitable inevitable eventuality. Was? Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Wie sie ihnen jetzt langweilig ist in den Bergen, weil die Ding nicht mehr da ist und irgendeinen Mist macht. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. Warte mal, die ist jetzt angepisst, weil da jetzt eine neue Technik mit verbaut wurde? One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. Okay. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Oh, warte mal, ich muss noch was schauen. Aufträge. Ja. Hä? Warte, was war denn das jetzt? Ach, da. Ah, okay, das ist da hinten. Kann ich das gerade überhaupt machen? Ne, passt schon. Welcome! Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh, a scented kale swallow! And a butterfly! And, oh! This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Tja, dann will ich das nicht haben. Ich finde, was jeder andere hat. Does it
Of course. The Jade Chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Alles klar, wir kriegen Jahre gemacht, Drachen. Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. C'est bon. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Ja, komm, wir helfen dir. Wonderful. You will, of course, be compensated for your efforts. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Okay, suchen wir Gaming. Da ist er doch gleich. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect, Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Yilong Wharf. Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Schlechte Verlierer. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. Name Gaming ist auch selten dumm. Nur in der restlichen Welt, nur in China nicht. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. Huh? You know us? Jeder Penner kennt euch mittlerweile in Liyue. There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite... Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? Keine Sorge. So, you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Yilong Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Paimon fängt schon an zu sabbern. Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Ja. Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point.
Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard, after all. Dass er eine Transportwache ist, wundert mich. Was ist jetzt los? Hä? Ach so. Pirole direkt, dem Volk zum Glück. Im Frühling die Pirole, dem Volk zum Glück und Wohle. Jetzt hat kommen mit. Papierfiguren, Zutatensuche. Fröhliche Beste und ihre Vorzeichen. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Warte mal, was soll ich jetzt machen? Ach, da ist das. Okay, warte. Das ist aber weit weg. Oh, good. I was just thinking that the silk flowers at the Fayun... Ooh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. Allie, wait! Get behind me. I'll handle this. Ich sollte wahrscheinlich das Runterspringen nehmen, ne? Ja, wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Warte mal, ich muss ihn gar nicht nehmen. Ich habe jetzt irgendwie bloß ihn immer gesehen. Ja, da kommen ja noch mehr. Born of ice and frost. Freeze! Oh, hinter mir ist noch einer. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? Ich glaube nicht. Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Ja, wir durften jetzt erst neu hin. Ich meine, die Welten tauchen ja irgendwie immer plötzlich auf. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue Opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So, it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Oh. Let's go. The docks are just up ahead. Okay. Warte, muss ich jetzt mit dem Ding fahren? Ich stehe voraus und wechsle einige Worte mit dem Chef in der Nähe der Anlegestelle. Im nächsten Augenblick kommandiert er alle dazu, einen Bambusfluss zu besteigen. Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts.
floating up and down so much. Where's Paimon out? Aw, would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. Gaming scheint echt ein umgänglicher Typ zu sein. Er versteht sich mit allen und behandelt jeden, den er trifft, mit einem wie einen alten Freund. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. Langsam verlierst du dich in der Schönheit der Landschaft, die dich umgibt, ehe du dich versiehst, ist wie lange Pia erreicht. Pia. Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. Okay. Wie lustig, dass wir jetzt genau in das Gebiet müssen, wo ich vorher war. Natürlich ist der Fahrstuhl gerade oben, oder? Ah, ne, er kommt da runter. So. Adeptentee aus Chengdu. Kann man das rauchen? Hey! Slow down. I'm begging ya. Hä? What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? Wie findest du das Laternenfest bis jetzt? Naja, es ist noch nicht viel passiert. Ich weiß nicht, was ich da finden soll. Schaut halt cool aus wie jedes Jahr. Oh, well... how should I put it? Come on, spit it out! Do you see that group of people over there? Die können die alle nicht ausstehen oder so? Those are my relatives. Ah. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. Hmm? They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Dann werden wir einfach einen Bogen um sie machen. Muss ich jetzt vor denen davon schleichen? The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race.
Verstehe ich gut. Wir könnten auch einfach über dich klettern. Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. Die Gaming-Tante. She's gone. Let's go. Ja, gut, dass ich mit meiner Familie keine Probleme habe. Wobei wir uns aber auch relativ selten sehen, also Verwandte Turn halt. left. Run! To the right and... Wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be exact. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Oh, Hey, Uncle Drigway. Okay. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Bin ich der Einzige, der denkt, dass der Alte da hinten ausschaut, wenn er 2 Hörner hätte? Wie so ein Dämon oder so? Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? Oh. Beste Freund von Paimon. known Gaming? Oh, not long Durchs at all. Zocken, He Internet. just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else, and... Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgway? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. Frischen Aroma und anhaltenden Nachgeschmack ist irgendwie okay. All right, then. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. Dann treffen wir uns am Lokal Jinju. Alright, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality.
Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Wie wäre es auch mehrere hundert Jahre alt? Wie der Traveler? Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. Warum sollte mir den Gefallen tun, Alter? Wir haben dich erst kennengelernt. Ich werde es versuchen. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have wintermelon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. Das ist keine schlechte Idee. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. Ich mag ihn schon irgendwie. Huang der Dritte. Man nennt ihn stechender Pfeil. Der schaut mit den Haaren halt aus, wie wenn er so Hörnchen hätte, Alter. Wie so ein kleiner Dämon. Und dann noch der Schnauzbart dazu. Guten Abend, Max. Aber jetzt hole ich mir dann nochmal einen Kaffee. Und um kurz meinen Senf dazu zu geben, ich mag Smalltalk allgemein nicht. Also da brauche ich keine Verwandten dazu. Wir treffen die Gott sei Dank. Was heißt Gott sei Dank? Wir treffen die eigentlich relativ selten. Also mit den paar Verwandten, mit denen wir uns treffen, ist auch selten im Jahr, vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Mit denen macht es eigentlich Spaß, vor allem, weil mein Onkel, der hat immer echt viel Scheiß mit drauf. Ich muss zugeben, ich bin aber auch immer ein bisschen beeindruckt, wenn Leute einfach ein Gespräch mit irgendwas anfangen können. Wo ich mir das denke, so, könnte ich nicht, weil es mich nicht interessiert und ich nicht weiß, ob es den anderen interessiert. Danke dir nochmal für einen besseren Namen. Ne, ich fand Community hat sich zu sehr nach Ding angehört, wie wenn wir uns immer treffen oder irgendwie sowas. Deswegen dachte ich so, ist eher Conventions. Sind wir jeder fast wie ein Dämon aus. Nee, stimmt nicht. Wir haben auch einen in der Arbeit, der kann, wenn jemand vorbeikommt, der kann mit dem einfach ein Gespräch anfangen. Einfach so von 0 auf, mit irgendeinem Scheiß, Alter. Wo ich mir immer so, keine Ahnung. Ich meine, dafür kenne ich auch nicht so viele Leute, ne? Fand ich aber schon immer irgendwie krass. Wenn das Leute einfach können. Hey, ja, da habe ich den kennengelernt und da habe ich den kennengelernt und ich kenne das halbe Dorf und ich kenne da das dreiviertel Dorf und so. Ich bin eher die stille Sitznachbarin. Ja genau, ich war auch schon früher in der Schule der Typ, der in der Gruppe, wenn wir da von der Klasse wieder 5 oder 10 Stück irgendwie in der Gruppe gestanden waren, so im Kreis oder so, ich war der Typ, der halt neben dran stand und zugehört hat. Ich finde es zwar manchmal interessant, was die labern, aber ich habe nichts beizusteuern, weil erstens interessiert es mich meistens, habe ich nichts dazu beizusteuern, weil mich das Thema an sich meistens nichts angeht oder ich dann nicht wirklich was damit anfangen kann. Aber man hört halt zu, man hat gerade eh nichts Besseres zu tun. Aber gut, man muss bei uns dazu auch sagen, Alter, wenn wir jetzt wieder zur Familie zurückkommen, das hat sich sowieso irgendwann so nach ein paar Problemchen über die Jahre, vor allem mit meinem Vater und sonst irgendwas, hat sich das sowieso alles ziemlich auseinandergelebt und zerlegt. Sagen wir es mal so. Weil wie ich damals klein war, wo wir ja woanders gewohnt haben, da hatten wir ja noch nur Haus und so Zeug, da hat sich jede Woche haben sich mindestens 2-3 Mal die Verwandten getroffen immer wieder. Und dann war halt irgendwann so Problemchen, Vater, bla bla bla. Und dann sind wir ja irgendwann in die Region, wo ich jetzt bin, gekommen und so. Und ja, da hat sich das alles so ein bisschen auseinandergelebt. Vor allem, weil es halt dann auch so dazu kommt, die Cousinen und sowas, die haben dann ihre eigenen Kinder und ihren eigenen, oder heiraten, haben ihren eigenen Familienteil, der in die andere Richtung dann geht und die haben in die Richtung dann wieder ihren Ding.
Ja, die nur alle dabei sind, die ich gut kenne. Ja, das ist ja das. Ich habe immer ein großes Problem, anstatt einfach drauf loszulabern. Ich überlege halt immer, könnte das denjenigen interessieren? Versteht ihr den Spaß eigentlich, den ich jetzt mache? Wäre es so schlimm, wenn ich jetzt da irgendwie diesen Schwachsinn daherlaber? Das große Problem wurde nach dem Tod der Ohren geschoben. Sei der nun ja Familie sein, das fliegt hoffentlich auch wieder. Ja, was bei uns halt noch dazu kommt, meine Mutter ist damals auch mal, also meine Mutter ist genauso im Prinzip, kannst du sagen, wie ich. Also die ist zwar jemand, der mit jedem einfach ein scheiß Gespräch anfangen kann, egal ob es beim Einkaufen ist oder sonst irgendwas. Die kann sich stundenlang mit jemandem irgendwo unterhalten, einfach über irgendwas. Aber durch die Verwandtschaft, da kam dann auch, ja, kannst du öfter mal zum Besuch kommen oder so. Ja, du willst halt einfach nach der Arbeit in Ruhe haben, da willst du nicht noch irgendwo hinfahren und dann irgendwie, keine Ahnung, an mich, den ich verstehen kann. Mutter wie ich. Ja, wegen falsch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Schwachsinn labern habe ich von ihr. Na gut. Von ihr habe ich es geerbt, aber rausgekitzelt hat es mein Geselle damals. Das Böse hat er dann irgendwie so irgendwann bereut. Die Geschichte erzähle ich immer wieder gern. In meiner Lehrzeit. Ja komm, du musst doch mehr sagen, du musst dich mehr wehren. Musst doch mal was sagen. Und immer wieder und immer mehr Scheiße und keine Ahnung. Und irgendwann, Jahre später, kam er mit irgendeinem blöden Spruch. Ich habe dann noch einen viel blöderen Spruch gedrückt und so. Wer hat dann die Scheiße beigebracht, ey? Der steht vor mir. Schwachsinnlamer können wir einfach alle gut, ja. Verlegen am Office, das zurückbringen, jetzt meinen sie ja nichts sagen dürfen. Manche verstehen meine Ironie halt nie. Ja, ich habe neulich erst so ein Problem gehabt, da habe ich so einen Spruch gebracht irgendwie. Weil da hat's. Wir haben mit Kunststoff viel zu tun und alles mögliche und wenn das heiß wird, natürlich qualmt es dann etc. und dann riecht halt auch manchmal alles danach. Und ich weiß nicht mehr, auf irgendeinem Comedian habe ich das, ey. Da gehe ich so rein, so, riech so, er riecht nach Sommer, hä? Schau mich der Kollege an. Wieso Sommer? Spätestens da hast du verloren. Ich meine, anstatt einfach nur blöd zu lachen, Alter, fragt er halt nach, warum. Und dann stehst du da an und so, der war jetzt einfach nur so. Wenn man es immer erklären muss. Ja, genau. Vor allem in dem Moment hast du nicht damit gerechnet, dass jemand da wirklich danach fragt. Oder so. Ups. Ja, aber meistens glauben mir so viel Schwachsinn. Ich denke mir schon über die Vorgesetzten, wenn uns hören könnten, ey. Von da geht's dann so, der eine kam dann und sagte irgendwas oder, komm, halt's Maul jetzt. Und sowas. Wobei ich schon bald gemerkt habe bei ein paar. Ich habe neue Azubis bekommen, die wirken, als hätten sie einen Kulturschock bekommen. Super Geschichte damals. Meine Mutter hat mich ja damals in die Arbeit da gebracht, wo ich damals mal Lehre gemacht habe. Und wir haben nicht immer viel zu tun gehabt miteinander, weil sie ist ja anders. Zum Glück halt, wir sind vom Kaffee ab. Ja, ich kann nur wegen erzählen, das muss nicht sofort sein. Und da sind wir da. Ey, bei uns ging es daheim schon immer ab, so, ach, guck mal ins Maul oder so, oder sei ruhig. Oder ey, du kriegst gleich ein paar und keine Ahnung, was da nicht hin und her geht. Und ey, das haben wir damals im Büro abgezogen. Ich bin reingegangen, hab meinen Kapo was gefragt. Und dann ist meine Mutter auch gerade drin gewesen und dann ist es halt so hin und her gegangen und wieder einer mault den anderen an und irgendein Scheiß daher, Alter. Und die anderen sind so ein, ist das bei euch da Hammer so? Kassoch, da ist noch schlimmer. Es ist so geil. Ich find's immer ganz lustig, wenn es bei anderen so brav zu Hause ist, Alter. Bei uns ist dann immer,
Aber wenn einer nicht den anderen verarscht, dann stimmt was nicht. Aber ich glaube, jetzt hole ich mir meinen Kaffee, weil sonst komme ich da gar nicht mehr dazu. In dunkler Meer und gegenseitig Stänkern gehen den ganzen Tag. So geht's bei uns auch ab. Ja, solange alles witzig gemeint ist, ist ja das in Ordnung. Deswegen finde ich es immer, wenn du auch. Ich meine, klar, Fernsehen ist natürlich wieder was anderes, aber wenn du halt so in so Fernsehshows und so auch so teilweise siehst, oder wenn du irgendwie Kollegen, wo du also denkst so, oh, ist das nicht stinklangweilig, wenn es immer nur so strikt nach, oh, alle müssen brav sein und nett zueinander sein. Meine Mutter hat schon damals sich auch immer aufgeregt, weil sie sich, wie alt war es denn da? Ich glaube 21 war sie, wie sie mich bekommen hat. Und die hat ja damals schon immer geklagt, wenn sie, wie ich in der Schule war, wenn sie zu den Elternabende gehen musste, sie war halt die Jüngste meistens. Und dann hast du halt immer die ganzen alten Säcke neben dran hocken, hat sie geweint und mit denen kannst du halt nichts anfangen, ey. Sonst ist es im Beruf stinklangweilig, dann brauche ich ja keine Kollegen um mich herum haben. Stimmt, ja, aber es gibt halt viele, die... Wir hatten das mal erzählt. Scheffler. Ein Kumpel von mir arbeitet bei Scheffler. Oder beziehungsweise, nee, mein Bruder kennt eigentlich, egal. Die haben halt, die gehen da hin, arbeiten und reden halt fast den ganzen Tag nichts miteinander. Die ganze Abteilung nicht, Alter. Die ziehen da ihr Zeug durch und fertig. Ja, okay, mir kann ich das mal vorstellen. 20er Unterschied, merkt man leider schon. Ja, war ich auch wieder nicht mehr. Ah, ja. Und heutzutage, ich glaube, heutzutage möchte man gar nicht mehr in den Elternabend gehen, Alter. Ich glaube, meine Mutter wird die alle platt machen. So, jetzt auf, ich ständig, ich hol mir jetzt meinen Kaffee. Bis gleich.
So. Wieder mal Werbe bekommen. Ja, weil ich die gedrückt habe. Man kann doch jetzt halt... Weil ich ja aktiviere Werbung von selbst, wenn ich Pause mache. Ich könnte es auch einfach alle halbe Stunde laufen lassen von alleine, aber dann verpasst ihr wieder wer was vom Stream. Und dann geht's mir wieder so auf den Sack wie das vor Twitch. Ich meine jetzt, wann die Werbung? Ach so. Nee, ich kann ja so Werbung abspielen lassen auf YouTube. Während meines Streams. Weil die haben ja jetzt so neue Funktionen und so eingeführt, damit sie so ein bisschen wie Twitch sind. Ja, hey, lass uns doch einfach Werbung einspielen, ab wann und wo. Aber dann wird sie euch mittendrin unterbrechen, wenn ich irgendwas mache. Und das ist ja auch wieder scheiße. Und ich habe aber auch keinen Bock, immer mittendrin nach einer Stunde irgendwie Pause zu machen, nur damit man Werbung schalten kann. Wir wollen von dir auch nichts verpassen. Ja, und das stört mich halt persönlich dann auch. Erstens, weil sich die Leute dann aufregen. Ey, ich habe plötzlich Werbung. Und zweitens, weil mich wird's auch aufregen. Also mache ich's nicht. Ist halt ein Fehler von mir, eigentlich. Ich müsste mich besser vermarkten. Ich muss mehr auf die Kohle gehen, Alter. Ich denke mir halt persönlich immer bei meinem Kanal auch, bei meinen Videos, Let's Plays und so, ich denke mir persönlich immer so, es würde mir auf den Sack gehen, also warum sollte ich es euch antun? Ne, weil ich auch schon teilweise gehört habe, es war auch vor Gronk eine Aussage, umso mehr Werbung du in der Video knallst, umso mehr mag YouTube dich und du dann deine Videos auch mehr vorschlagen. Aber es gab mal, vor allem zu Weihnachten gab es eine Zeit, normalerweise, wenn du, sagen wir mal, nimmst ein 40-Minuten-Video, wie momentan so ein bisschen so Standard sind bei meine, weil es halt so scheiß lange Spiele sind. Sagen wir mal, du knallst 5 Werbungen rein und von den 5 Werbungen bekommst du als Zuschauer eine Werbung schalten. Zu Weihnachten haben die Werbung so hochgefahren, dass die halt wirklich alle 5 Werbungen angezeigt bekommen haben. Ey, und sorry, ich würde das Video nicht zu Ende schauen, wenn das so wäre. Aber ist mein Amazon Prime gekündigt, wo dann auch Werbung drin ist. Ich benutze es eh bloß für den Versand. Ja, gib mir genauso. Nee, das ist so... Klar könnte ich wahrscheinlich meinen Kanal viel größer machen oder sowas. Oder eventuell. Aber ich denke mir mal, ja... Es wird mit dem, was ich jetzt gerade verdiene, damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Da versuche ich lieber meinen Zweitkanal noch weiter hoch zu pushen. Weil der nicht so speziell ist. Was heißt zu pushen? Ich müsste halt mal mehr Videos machen. Ist halt echt so, Werbung ist nervig. Ja, ich meine, ganz ohne Werbung geht's auch nicht. Weil ich will natürlich auch was damit verdienen. So ist ja der Plan mit dem Kanal. Aber ich will halt auch niemanden damit komplett auf den Sack gehen. Deswegen habe ich auch so... Mittlerweile, wenn ein Video 40, 45 Minuten geht, sind maximal 2 drin. Und ich schaue auch immer, dass die so aufgeteilt sind, so auf 15 Minuten oder so. Also alle 15 Minuten halt eins. Und wenn es unter 40 Minuten ist, nur eine. Und manchmal, wenn ich gemerkt habe, ja, eigentlich brauche ich hier keine Werbung reinknallen, weil das ist scheiße, weil dann hast du auch wieder, sagen wir mal, 40 Minuten Beispiel von der Folge. Die ersten 20 Minuten tust du halt eher kämpfen und irgendeinen Scheiß machen. Und dann gehen halt die restlichen 20 Minuten, ist halt eine Sequenz. Da mittendrin eine Werbung reinschalten, ist oft auch scheiße. Crunchyroll wird dann auch teurer. Alter, ja, das habe ich gesehen. Das geht ja jetzt von, was waren es, 16 oder 20 auf 50 hoch? Nee. Ich glaube, im Jahr war das gerechnet. Weil die haben sich ja jetzt einen Anime-Kanal haben die sich geholt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das erstmal nur nicht Amerika gilt oder so. Ich sehe generell keine Werbung, aber ich habe da Abblöcke. Oh. Ich hoffe, ich bin einer davon. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Die haben sich halt nochmal einen Anime-Sender mit einverleibt. Crunchyroll. Teurer. In der USA erstmal. 80% Preissteigerung in der USA, wie einige blablabla. Weil die haben jetzt Funimation, haben die sich jetzt einkassiert.
Und momentan hat es 55 Euro im Jahr gekostet und jetzt kostet es halt 99. Also momentan ist nur Amerika erstmal. Ob es nach Europa kommt, weiß ich nicht. 6,99 Abo. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich glaube, habe ich das Premium? Der ist übrigens sehr geil anschauen. Ich habe auch schon Manga gelesen mit 70, 80 Kapitel. Mein Konto. Premium Membership. Ich weiß gar nicht, was ich da zahle. Ja, ist ja wurscht. Ich muss aber zugeben, dass ich immer noch einige auf den speziell nicht sehr legalen Sendern schaue. Weil halt trotzdem noch viele Kanäle, viele Dinger noch von den englischen Anime-Dingern einkassiert werden. Das freie Abo. Stimmt, das ist mit Werbung, ne? Ich sehe keine Werbung wegen... Ah, YouTube Premium. Habe ich auch. Ich habe mich immer dagegen gesträubt. Dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, hey, wie schaut's aus? 3 Monate für einen Preis von 5 Euro oder so. Naja, komm, scheiß drauf, nimm's mal mit. Und dann habe ich's gelassen, weil ich fand's einfach geil. Ich meine, auf dem PC habe ich einen Adblocker, ja, gebe ich zu. Aber ich schaue halt auch viel mit dem Handy, richtig viel. Nicht ganz legale Seiten. Hey, ich habe keine gesagt, ja, die müsst ihr selber finden. Vor Netflix-Zeiten online schon. Ja, also Netflix und so, die gehen ja jetzt scheinbar auch Richtung Werbung und alles, ne? Also. Keine Ahnung. Ist schon. Ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun. Ja, der Vorteil auf dem Handy ist mehr. Ja, vor allem, du hast halt erstens, du hast die Möglichkeit, du hast keine Werbung mehr auf dem Handy. Klar, es gibt auch Adblocker auf dem Handy, die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Zweitens, du kannst ja Musik hören dann über dieses YouTube-Musik-Ding, wenn du willst. Interessiert mich jetzt persönlich nicht, ich habe Spotify dafür. Und was ich halt richtig geil finde, du kannst sie downloaden und du kannst sie hören, wenn du dein Display vom Handy geschlossen hast. Schau ich halt wieder bei ARD. Nee. Was ist deine Meinung zum Streaming-Anbieter AND? Was ist AND? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Anime on Demand? Wobei, dann wird es nicht passen. Oder wird es so abgekürzt? Ja, das wird wieder, also wenn wieder mehr Werbung in den Streaming-Diensten kommt, dann wird das wahrscheinlich alles eher Richtung wieder, Leute gehen wieder illegal schauen gehen. Ja, sei mal ehrlich, das hat auch alles damit schon angefangen, wie die mit der Scheiße angefangen haben. Oh, Netflix läuft ja echt geil. Ich bin jetzt Disney, ich müsste auch mal einen eigenen Streaming-Kanal machen. Oh, schau da drüben, da ist der andere große Sender, der möchte auch einen eigenen Streaming-Dienst machen. Oh Junge, schau da drüben ist ja noch einer, der macht jetzt auch seinen eigenen. Ja, fuck you, Alter, das war doch extra das Geile, Alter, der ganze Scheiß bei Netflix war. Ihr müsst sich Netflix nennen, Alter. Nennt's mal wegen, keine Ahnung, All for One oder sowas halt. Nee, das ist bei Hero Academy. Ich bin einfach zu geizig für jeden Dienst extra zu zahlen. Ja, genau. Ich habe Crunchyroll für mein Gewissen, aber das meiste schaue ich trotzdem noch über andere Dinge. Außer es läuft über Crunchyroll, dann schaue ich es da. Aber es gibt halt viele, die wo zum Beispiel von der amerikanischen Seite High Dive gekauft werden. Und die sind halt Englisch. Und ich zahle dich für eine englische Ding noch. Vor allem, die kaufen immer die wo ich schauen will, diese Ärsche. Ey, denn der Penner, ey. Das war mit Oshinoko schon so. Denke ich mir, oh geil, schaust auf Crunchyroll. Oh geil, das hat der High Dive gekauft, sich eingekauft. Ihr Penner, ey. War dann auch zu cool, also musste ich es halt woanders schauen. Wobei ich mittlerweile zugeben muss, ich schaue halt echt wenig Anime in letzter Zeit. Also, in letzter Zeit ist wieder ein bisschen gestiegen, aber davor. Weil ich halt so viele Mangas lese.
und ein Mann war's. Weil ich schaue den Anime, dann gibt's 2 Folgen und dann lese ich halt die 100 Kapitel vom Manga. So, Kaffee ist fertig, machen wir mal weiter da hier drin. Mittlerweile nervt die ganze Streaming-Plattform nur noch. Naja, weil es einfach zu viele gibt und weil es zu viel verteilt wird. Und dazu kommt noch, was halt bei Netflix der größte Fehler ist. Die machen eine Staffel von irgendeinem geilen, von einer geilen Serie. Ich meine, ich schaue es eh nicht, aber von irgendeiner geilen Serie und dann kommt es dann nach einer Staffel, ist halt einfach weg. Ja, hat nicht so viel eingenommen, wie wir wollten, weg damit. Warum also noch was anfangen, wenn es eh nur eine Staffel gibt am Ende? What are you doing here? Wie, warte, sie ist hier? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, danke Genshin. Ich dachte, sie steckt nämlich in dem Legendenauftrag irgendwo fest und ich kann irgendwann nicht mehr weitermachen. The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Sei gegrüßt, Fürstin der stehenden folgenden Stirnwinde. Sei gegrüßt, Xanium. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? Drachenbau What Klinden. brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? And what of it? Was ist das für eine riesige Tasche, Alter? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us. Or Chia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Ich habe nicht mal versucht, mir ihren Namen zu merken, Alter. Weil ich schon gewusst habe, die tauchen so selten auf, als ob ich den dämlichen menschlichen Namen merken kann. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyin? Hat sie vergessen? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those 2 old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Wieder ist bei großartiger Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf geschossen, weil sie TS mitbringen will? Okay. Übertreib mal da weg. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Ich gehe nachsehen, was sie vorhat. Ich überlasse es dir, auf die Dinge aufzupassen. Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Das ist super not appreciated. Just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Okay. Bin ich der Einzige, der das gerade echt komisch fand, dass der im Prinzip so am Schreien war? Weil ich meine, wenn du deine Hände so vor deinen Mund hältst, ist ja eigentlich, du rufst irgendwo hin. Aber er hat halt geredet, wenn die schon vor ihm steht. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping, too. Then 4 shall suffice. I see.
Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Wie er immer weiterverkauft, Alter. Oh, willst du das kaufen? Das ist voll geil. Okay, ich nehme 2. Oh, wenn du mehr wie 2 nimmst, kriegst du das und das. Oh, gut, ich nehme 4. Oh, willst du es verschenken? Wie wär's mit dem da? Look at the magnificent design. And the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. Wahrscheinlich kaufst du gleich noch das Haus hinten dran mit dazu. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... 2, 3, 4, 5, 6, dann sind es 7. 10, a nice round number, don't you think? Course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. Uh-oh. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. Ihr seid so Penner, Alter, wie es jetzt einfach weitermacht beim nächsten. I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. Hä, was ist jetzt los? There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. So. The instruction manual is... I can do without, thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. Wie geil. There is no harm in bringing it back to study in secret. Soll er zurückkehren, bevor Xanium etwas merkt. Oh, Xianyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks in faculties. Scheint, dass Xanium sich leicht dazu hinreißen lässt, Dinge zu kaufen. Diese Kiste scheint fast zu platzen. Guten Abend, Klaus. And you too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf, but it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition, then? Oh. One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xianyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. Ha! You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron.
This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a series of intersecting rods that... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. Wenn sie eins kann, dann ziemlich arschig wirken. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? Das hört sich interessant an. All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? Sehr geil. It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Floating toting. She seems pretty proud of that one. Look at her walk Ich down will the sowas auch street. haben. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. Was soll ich bloß mit ihr machen, Paimon? Paimon say is that Xianyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to take it apart and see how it's made. Das klingt wie etwas, was sie tun würde. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. Frühlingsprise 1 abgeschlossen. Bla. Gestern Fall Guys gespielt. Ja, dann schön, dass du ein Finale geschafft hast. Ich habe Fall Guys auch schon mal wieder überlegt, aber naja. Ich spiele die dann immer nicht lange. Warte auf die verabredete Zeit. 8 bis 12. Aber da hat man jetzt wieder gesehen, warum hat sie so... Ich meine, klar, sie ist ein Charakter, den man spielen und ziehen kann. Der muss halt gut ausschauen, aber... Warum haben denn die anderen zwei so 0815 Charaktere gekriegt, Alter? Das ist doch voll kacke. Ein bisschen fancy könnten die auch ausschauen. Paimon has never had dim sum at Shinue Kiosk before, but it should be quite the feast for sure. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Gamin. Let's go! Please, take a seat and enjoy a nice meal. Nein, nimm doch du Platz. Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich so... Boah, 3600? Achso, ja, ich muss ja... Ups. Welchen Namen hast du reserviert? Ich wollte da einfach reingehen. Ah, okay. Ich dachte, ich kann nicht reingehen ohne eine Reservierung. Ich weiß gar nicht, weil ich letztes Mal eine Serie geschaut habe. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Wait,
You weren't supposed to drink that, Paimon. Hä? Zum Händewaschen? That was for you to rinse your utensils. Oh. That's a thing? Wenn ihr euch unterhaltet, trefft die dampfende heißen Dim Sum eine nach dem anderen auf einem Tisch ein. Und gerade als du dachtest, dass alle Gänge serviert worden sind, bringen die Kellner eine großzügige Portion Reisbrei mit Meeresfrüchten. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Alter, das wäre prima, danke. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Alle ergreifen ihre Stäbchen und beginnen reinzuschaufeln. Jenes Gericht schmeckt exquisit und einzigartig. Bringst langsam dich zur Entspannung, hältst dich und das Essen macht dich rundum zufrieden. Nicht mal Paimon auch nur einen Bissen verdrücken kann. Oh. So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Was begriffen? Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Wer ist Xingqiu? Der blaue Fuzzi? Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Gaming hat bisher immer so heiter und unbeteiligt gewirkt. So ernst wie jetzt habe ich ihn noch nie erlebt. Das Thema muss ihm sehr am Herzen liegen. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. Was? Schlägerei? In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Oh. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right?
so I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Ich glaube, Gaming hat die klassische Karrieregeschichte eines Künstlers aufgedrückt bekommen. Ja, ich glaube, ich kenne das auch viel zu sehr aus Spielen, Filmen und Animes und so. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. Ja. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber Adepten. Tante Xianyun? That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. Wie ein normaler Mensch zu sprechen. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Oh, dann viel The more Spaß. the merrier. Hat sich gerade geheißen, dass der Tee irgendwie kalt wird oder so? Jetzt ist alles weggeräumt und wir gehen wieder, oder was? Okay. Weil, wo geht's hier eigentlich raus? Hier? Wo müssen wir hin? Ah. Siehst du, es wäre doch was. In die Berge ziehen, eine schöne große Fläche, schönes großes Haus und eine Straße, wo der Amazon-Fahrer herkommt. Oder die Post. Mehr braucht man nicht. Yao Yao, Ganyu, Shinhu. Hua. Ich denke schon wieder am Einnicken ist. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. Wie so im Stehen halt pennen. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Apologies in advance. Oh. Wait! Shenhe? Not there! Siehst du, wie Shenhu einen kleinen grünen Flasche herausnimmt, daraus etwas von einem nach Minze duftenden Flüssigkeit entnimmt, Ganyus Hörner aufträgt. Ja, und Paimon schauen erschrocken mit offenem Mund, können sie aber nicht rechtzeitig aufhalten. Was passiert? See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often.
Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Sind diese Glöckchen eigentlich sau schwer? Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. Sie ist bloß da, um zu verhindern, dass sie wieder Geschichten erzählt. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Huh. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Hey, wer ist das Kind? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Shuyu? Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well. Hast du nicht erst gefressen, bis du platzen musstest fast? Die Fürstin legt ihre Tasche ab, während Shuyu den gegrillten Fisch austeilt. Soll er anfangen miteinander zu reden, fühlt sich die sonst so stille Umgebung des Okang-Berges allmählich mit lebhafter Unterhaltung. So delicious. Paimon's life is complete. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. Ja, aber wo kommt denn jetzt die Kleine her? Habe ich irgendwas verpasst? Oder vergessen? Wahrscheinlich The eher vergessen. materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Fang den Fuchs, der versucht, die wegzuschleichen. Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Das Basteln übernehme sowieso ich. Paimon knew she could count on you, Traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Okay, die zwei. Ja, unterhält sich. Ja, wo sind die anderen? Ah, die sind da hinten. Ist das nicht ein bisschen wenig Material für Drachen bauen? Yeah. Na, fangen wir mit da drüben an. Pennt die immer noch? Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see.
My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Uh-oh. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Wir sind eine Analyse machen. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. Ob sie auch Schnurren anfängt? I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Dann gute Nacht, Mel. Mel? Ja, Mel. Und schön, dass du da warst. Hey, Gaming, want to team up? Huh? But I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? Der Schmetterling symbolisiert den Wunsch nach Freiheit. Vielleicht ist das auch das, wo noch Gaming sucht. What do you think, Ich kann mit Chi? Gaming nicht ab. Is there a particular design you want? I want a swanee. Was ist das? That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Was ist Suani? Oder Suaini? Egal. Die machen Vögelchen. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. Knuffig. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start, right now. We should get started on our kite now. Let's go. Starten. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Natürlich basteln wir einen palmengeformten Drachen. Oh, that's not a completely Echt, crazy Alter? Wir machen idea. einen Paimon Drachen, geil. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license.
Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Du brauchst den Namen des Drachen nach der Anweisung der Fürstin. Okay, das ist ja geil. Ich hoffe, wir dürfen den behalten. What expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. Selbstzufrieden, angsterfüllt, schuldbewusst. Selbstzufrieden. Ooh, like this? Ooh. The title of champion kite flyer is mine. Ja, das ist der. Now that we've decided, let's make it happen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt würde ich gerne die anderen Gesichtsausdrücke noch sehen. It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Kein Paimon. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us! Let one take a look. Und? Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. Das Ding ist es. It's so pretty. Ach, die haben den Cloud Returner gebaut. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh. Well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. Der Brathähnchendrache für Paimon, ja. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. Okay, jetzt mal eine Frage. Warum sollte der schwerer sein wie die anderen Vögel? Ja gut, er hat ein bisschen mehr Kurven und so, ne? Aber ist ja egal. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? Alter, perfekt. Its self-important countenance bears a striking resemblance to that of its namesake. Der Gesichtsausdruck, so It geil. makes her look like she's already won the competition. Well, that's gonna happen one way or another. Is that the Jade Chamber? Hä? Oh? Eine sanfte Brise weht vorbei, während das Jade-Gemacht den Anwesenden zu Füßen schwebt. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, das ist Gerät To drunter. do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Boah, was, Alter? Leck mich fett. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. Ja, das dachte ich mir jetzt eben auch, Alter. Die war echt angepisst, Mann. Sie ist eine ruhige Persönlichkeit, aber voll.
Ja, wir haben ein Ding. Wir haben den Palmer-Drachen dabei. Alter, wo zur Hölle geht das hin? Jetzt bin ich gespannt, wer es war. It's right there. Hä? Wir sehen niemanden. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Wie sie jetzt im Sonnenuntergang stehen und nicht wissen, was gerade auf sie zukommt, die anderen zwei Adepten. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Beschleicht mich ein gewisses Grauen, weil der in die Richtung geflogen ist. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. Oh, wie wenig ihr wisst, Alter. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Oh, das hat sie gehört. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the supreme cuisine machine. One presumes that this kite belongs to you. Oh, ihr seid so am Arsch, Alter. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault? One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. Oh, wir werden jetzt dann der Verräter sein, ne? Wir kommen dann hin und wissen, wer die I sind. truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Wie sie immer weiter ihr scheiß Grab schaufeln, Alter. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You? Sie? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long Ah, has okay. one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves.
Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. Ich finde es immer noch cool, dass sie das zeigen, wie schnell sie sich verwandelt. Leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. Oh, voilà, da verschluckt man sich gleich, Alter. Aber ich finde es lustig, dass sie das zeigen. In vielen anderen Spielen siehst du nie, dass es sich irgendwie dann verwandelt oder so. Die stehen halt dann einfach dann da so da oder so. Oder kurze Schwarzblende und dann keine Ahnung. Was sind die anderen schon abgehauen? Das war so geil, Alter. Ja, die anderen sind ja wirklich schon abgehauen. They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. Vielleicht erkennt er sich selbst in ihnen wieder. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? Alter Paimon. One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Das Angebot wollen wir gerne annehmen. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. Was geht jetzt ab? Cosplay ist auch ist verkleiden. Ist ein allgemeines Ding. Ich meine, klar, normale Faschingskostüme gegen Cosplays ist natürlich wieder was anderes. Aber ich würde dazu sagen, ich würde was anziehen. Ich würde einfach deinen Cosplays, wenn dann eins nehmen, das was leicht an- und auszuziehen ist. Und komfortabel zum Mitnehmen oder so ist. Schöner Begriff für Kostüme. Ah! Schön. Oh, I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing.
Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Oh, sie macht's gleich How mit do we Style. look? She asked them just like that? Ihr seht fabelhaft aus. You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. Ich find halt geil, wie sie halt so die Schüchterne ist, Alter, und sie ist halt einfach so, wenn ich hier schon stehe, dann mit Style. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. Oh, wie ihre Backing auch rot. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Nehmt Platz und genießt eine reich gedeckte Tafel in angenehmer Gesellschaft. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyun. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. Mir würde gleich aufliegen. Du würdest ihn besiegen. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xianyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. Ihr berichtet Xanyu und alles, was ihr über die Gamings Familie wisst. This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. Was? As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. Ich hab mir auch gedacht, was ist das alles mit Gaming zu tun hat. One means to say
that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps Adeptal Arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. Die Wolkenbilder im Tower der Himmel nie vergraue. Ich glaube, es gab nur 2, ne? Also erstmal. Oh ne, es geht auch schon weiter. Wie viele Missionen gibt's da? Bum, 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 bum. Ah, doch, 4. Und der wird in 5 Stunden verfügbar. Also müssen wir nur noch 5 Stunden streamen, dann können wir das auch noch machen. Ne, das könnt ihr vergessen, das war jetzt bloß ein Scherz, ne? Bevor wieder der ganze Chat voll ist damit. Hä? Dass die Ding so aufgesprungen ist. Was ist denn da los? Alter. Boah. Waren die schon immer so stark? Gut, die Ding hält auch nicht viel aus. Du hab jetzt nicht aufpasst. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Ach so, weil das hier vorher das Gebiet nicht gab, ne? Der war schon hell? War das ein Versprechen für einen 12-Stunden-Stream? Ja. Wir haben schon das letzte Mal bloß 10 gemacht. Aber jetzt gibt's noch mal kurz Voicing. Und dann auch mal einen 3. Teil von der Mission. Bis gleich.
So. Na, jetzt ist es wegen dunkel ohne das Licht. Ja, aber jetzt muss ich erstmal umdisponieren. Ich sollte meine Figuren da nicht herstellen und meine neuen. Schon besser. Kaffee geholt? Nee. So. Dann hätte ich gesagt, mach mal den Rest mal. War ja, glaube ich, auch wieder 2 Tage, ne? Wird schon so sein. Na? 30 Stunden Stream? Nee. Die 10 Stunden waren schon anstrengend. Carry out the plan. Let's go find Gaming. Hope everything goes well. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf bin. Ich weiß schon immer gar nicht, wie die das überhaupt noch nicht aushalten, ey, dass die da tagelang so streamen. Ohne Unterbrechung. Das ist ja mittlerweile auch so ein Trend. Oh, umso mehr ihr spendet, umso länger streame ich und sowas. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte die Dinge halten. Ich denke mal, irgendwann macht das keinen Spaß mehr, glaube ich. Oh, Alter. Was zur Hölle? Soll das eine Rex Lapis-Statue sein? Ja, stark. Next on the agenda. Menogia. Hey, schwebt das Ding in der Mitte? Oh ja, die Sachen schweben alle. Hey, ich kann da nicht hochklettern. Schweinerei. Gaming, Zeit zum Zocken. In 30 Stunden schaut man noch ein bisschen. Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. All right, I've got the time. Where are the goods? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Here. Oh. 3, 2, 1. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Kein Problem. All right, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. Milane fliegen schnell ins Nest, flink auf der Stelle. Wie geht ihr dann 30 Stunden Stream? Schaut man uns beim Schlafen zu. Das ist halt echt so, ne? Dass die sich dann beim Schlafen filmen und sowas. Was? Wann passiert denn sowas? Weil die sind ja teilweise manchmal tagelang sind ja die On. Ich weiß gar nicht, was der Rekord ist, eine Woche You're a oder so. bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Oh, da oben steht einfach eine Truhe. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Daddy! Hello, you must be the
tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Jiptak. Okay, der Name ist mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Jiptak. Jip, hooray. Dad? Mit dem Namen wäre ich auch angepisst. Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Wir wissen auf jeden Fall, wo Gaming herkommt, Alter. Also der mit Namen hat er es nicht so. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself, at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Also, wie tragen wir die? Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Jeden Kaffee eine Stunde weniger. Hol ich mal einfach gleich 4 Kaffee, die sind gleich weg. Ah, das ist dann runter. Jiptak. TikTok, ja. Oh, TikToks sind gut. Aber das Problem ist, hat schon mal eigentlich jemand TikTok so benutzt, wie die eigentlich gedacht sind? Mit diesen... Da ist, ich meine, in den TikTok-Behältern ist ja auch extra so ein Ding drin, dass du immer 1 rausnehmen kannst oder so. Ey, sag doch ehrlich, wer schüttet sich die Dinger nicht einfach in die Hand und fertig? We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon. Hä, wo ist das hin? Oh, das liegt da oben noch. Aber ich esse ja alle. Ja, siehst du? Sag ich doch. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? Ich sehe dich ganz genau da im Hintergrund hinterm Traveler. Ja, mit deinen Stelzenbeinchen. I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Wo kommen jetzt die zwei her? Oh nee. Hätte du nicht echte Schatzräuber nehmen können? Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Ja, Alter, Schatzräuber reden so. Indeed. Bring them forth readily and without protest. What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition.
Oh, das ist so schlecht. Don't think I'm gonna let you off so easily. Wieso hat da voll offensichtlich stehen, Alter? Away! Let us away! Was ist jetzt Coming! Warte, was sind wir jetzt, ein Cartoon oder so? Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Oh, sie Let's ist go weg. on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. Wie sie so einfach irgendwo im Hintergrund auftaucht oder wieder weg ist. All is going to plan. Okay, we should be good to stop here. Shenhua? Yongli? Was? Oh, what is he doing here? Hä? Zhongli, Alter? Der Nutao-Kleider. Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight? Harter Raucherhusten, Paimon, ne? Oh. Aus der 10. Zigarette. Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. Inzwischen muss er wohl alles gemerkt haben, ob er sich wohl absichtlich dumm stellt. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millelith at once. Die Transportwache, die uns begleitet hat, ist ihnen schon dicht auf den Fersen. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise. Wouldn't you agree? Kettenraucher Paimon. I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Ja, diese ganz normalen Leute, ne, wie der Zhongli. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. Ah, ich hab vergessen zu schauen, ob der Cloud Retainer irgendwo in der Nähe war. Wo gehen wir eigentlich hin? Da lang. Next up. Also bei Liebe ist schon manchmal eigenartig, dass irgendwo mittendrin was ist. Does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Uncle Ip? Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed.
It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wuxia dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wuxia dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. Beschissene Einstellung, Alter. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Iptak. Sure. TikTok, Alter. Ich krieg das jetzt nicht mehr aus dem Kopf, Alter. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never... Oh, oops. The blink of an eye, you say. Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. Yes, you can say that again. 1 second Gaming was a kid, the next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Ich weiß halt immer noch nicht, ob der aus Versehen jetzt dazu kam oder mit eingespannt wurde. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too?
A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh, okay. Gute Nacht, Saruto. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? Ja, das waren halt scheinbar die sich am besten ausdrückendsten Räuber aller Zeiten. At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? Yeah. I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. Dafür haben wir ja die Geheimwaffe dabei, die wir zufällig oder vielleicht auch nicht zufällig getroffen haben. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. Und du, wirst du mit ihm reden? You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? Viel Glück, wir werden für dich die Trommel rühren. I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. Naja, du redest halt auch mit einem Typen, der ein paar tausend Jahre Zeit hatte. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ist schon gut, ist ja nicht so, dass die Wein trinken. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Ahem. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, all right?
Okay. Ich fand die Story eigentlich ganz interessant eigentlich. Achso. Auch das mit Cloud Retainer und so. Ich fand es auch echt lustig zum Teil. Immer diese Banausen, die wo alles skippen. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. So ein Scheiß aber schon öfter durchzogen. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Ja. Okay, mit dem habe ich jetzt halt gar nicht gerechnet. Was zur Hölle? Jetzt holen wir sie einfach mal alle raus. So, you're here too? I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? Ich find's so cool, wie er sich für so Sachen begeistern kann. The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit... In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy... what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? Wie kommt jetzt das Gespräch eigentlich so dazu? I've only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was, awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Darauf kommt es nicht an, wir werden sowieso gewinnen. Wettbewerb ist nicht das Wichtigste. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao?
Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. Sicher. It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. See you later, Alligator. Ah, okay, jetzt geht das weiter. Coming. Also er will jetzt zocken und er will mit seinem Vater reden. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? Lass sie doch jetzt einfach reden. No need. I'm not tired. Ihr wisst schon, dass der euch kennt, ne? They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan when recounted to you? Die wollen doch gerade miteinander reden, lasst sie in Ruhe. Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. Oh, nee. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what Halbe Stadt happens. ist dabei. Perfect. I just so happen to have bought some sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Hey, ich dachte, du wolltest deine Reserven das Zeug verschenken. Forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Was? Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Das ist so geil, Alter. Sie hat halt auch die falsche dazu genommen, ey. Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. Das ist so geil. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Wie halt das eigentlich das bewirkt, was wir wollten. Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Der Blick von ihr so, oh Scheiße, was labert die da?
So geil, Alter. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Oh ja, und dann nimm mit ihr schön was. Oh ja, dann wir Steine den Bergen aufschleppen und wir runter. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Was wollen die eigentlich ständig mit dem Dim Sum? Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Die anderen zwei, Alter. Ey, ihr habt's komplett vermasselt. Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. You need not change who you are. Ja, man könnte behaupten, dass es gut gelaufen ist. Man kann es gern behaupten. Oh ja, mach mit ihr was Schönes. Oh, wo wir Steine draufgeschleppt haben und Kräuter zum Essen gesammelt haben. Oh. Oh, da ist die Charlotte. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Tee für Reise, ja. Of course, of course. Please follow me. Sogar die Charlotte war Is this person also involved in your plan? Sie ist der bedeutende And Kunde. here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Wir gehen noch weiter. Was habt ihr noch alles vor, Mann? Next on the agenda. Ja, okay. Die Reling ist so breit, Alter. Wenn da drüber fällt, bleibt es einfach hängen. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan.
I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Xianyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanhe appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. Ja, das war Absicht. Das war nicht zufällig, dass die Shenhua so speziell ist. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Okay, gut, dass ich nichts davon weiß. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment. Are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it! Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Oh, wir machen mal was anderes. Ach, die hocken da hinten. Do your teas pair well with milk? What about sugar? Can we skip that question? Of course! You would much prefer that the teas be made plain, I suppose. Perhaps you could provide some descriptions of their flavor profiles during the interview. No problem. Noted. Now then, let's discuss tea box design, shall we? Recently, I've learned a lot about traditional Liyue motifs and their deeper meanings. I was thinking if there was some way to integrate these motifs into the design of the exterior packaging. Now that's an interesting idea. If you ask me, I would probably... Was? Ich will... Oh. Diese einen immer mittendrin unterbrechen. Hello again. Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Der Paimon-Drache, ich finde die Idee immer noch geil. It's done. Let's get down to business. Okay. Oh ja, das wird ganz vergessen, dass er nachts wieder die ganzen Laternen. Let's find a good place and put this thing into the sky. Nein, ich wollte... Okay.
Dann machen wir erstmal weiter. Oh! Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here. Allow me. The lantern ride is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that? Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Wait. The wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Ach, wie geil. Young's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. Ah, schön. Way behind schedule. Ey, es lohnt sich doch einfach jedes fucking Jahr wieder. Egal wie gut oder mittelmäßig vielleicht die Story ist, es ist jedes Mal so geil. Kann man die Dinger eigentlich abschießen? Hammer.
that's okay? Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. Mach das nicht ständig. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've got to admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Klopf dir selbst auf die Schulter, Paimon. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you. Oh. That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? It's nothing to be embarrassed about. Gibt's noch etwas, das du tun möchtest? I'd like to find and thank Auntie Shenyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Aber schön, dass sie es hier dann schon gemacht haben. Da muss ich nicht warten bis zum nächsten Mal. Ach, wie geil. Oh, das war mega, ey. Das ist so geil, Mann. Oh, Lantern Rite was simply amazing. I'm not sure I'll be able to sleep tonight. Über den Teebericht und die Zusammenarbeit? My conversation with Mr. Ip went really well. I've already sent the first draft of my article back to the Steambird. It's a piece that contains all the pertinent information while also telling a story. I'm quite proud of it. Oh, that reminds me. I should thank everyone who made this possible for me. Especially that spirited lady with those peculiar turns of phrase. Miss Shenyun was her name, right? It was all thanks to your connections and creativity.
I would have never thought I'd be able to bring such a special gift back to Fontaine with me. Über den mechanischen angetriebenen vertikalen Zugapparat. Oh, that? Yeah, interesting story. It was invented by a guy from Fontaine. His name is Ildison. He's always tinkering away at some mechanism or another. He's even asked the Steambird to write about his inventions on more than one occasion. I believe I have a direct quote from him about this particular one. Yes, here it is. The device is powered entirely by mechanical components without the need for any additional energy source. Basically, it's a manually operated cranking device. How high it can fly entirely depends on how much force you can exert. Combining this invention with a kite. What a great idea, right? This was my first time experiencing a foreign holiday in person. It was so exciting! The festive atmosphere, the contagious holiday spirit, the profound, storied cultural traditions steeped in symbolism. Oh, I almost forgot. Kuching even gave me a kite with a poem on it that she wrote herself. It goes, "Dreams are like paper kites. With them do our hopes take flight. Sailing high above the clouds, they yearn for something more profound. Yet try we may and try we might. A deeper truth waits in plain sight. Though we hang our hopes in skies abound, many joys lie on the ground." Alter, das ist ein komplett anderer Text, wie da unten steht. Ich weiß, die übersetzen wahrscheinlich alle aus dem Chinesischen, aber und das Englische ist ja meistens immer ein bisschen aus. I want to include this poem in my special feature on Lantern Rite. I'm sure a lot of people will love it. Yep, and happy Lantern Rite to you. Aber so auseinander waren ja die Texte schon lange nicht mehr. Krass. Es war mega. Das ist echt Hammer. Vor allem irgendwie wird's, finde ich, auch jedes Jahr besser, ne? Also ich meine jetzt dann von der Sequenz. Es wird immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen spektakulärer oder so, finde ich. Oder ein bisschen ausprobiermäßig, wie letztes Jahr war ja dann das mit dem Rap. Da sind die anderen zwei. So, you're still a big fan of winter melon cake then? Huh? Oh, I guess you heard everything Paimon was saying, huh? Of course. She was talking about you. As your father, how could I not listen? Remember back when you were a kid, and you would sit on my shoulders to watch the Wushu dance. On our way back home, you would beg me to buy you some winter melon cake. We would only buy 2 at a time, but before long, we tried the winter melon cake from every vendor that street had to offer. There was also that one time you used your pocket money to treat me. Do you still remember? Yeah, I remember. That was the best winter melon cake I ever had. Let's go back sometime. The shop's still there, and I remember the way. My treat, just like before. Are you sure? Absolutely. Aber ich muss trotzdem immer noch sagen, ich finde es immer schade, dass er doch nicht alle Charaktere in Liyue damit We're way einbezieht. behind schedule. We're way behind schedule. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich meine, du hast schon so viele schöne Charaktere. Ich meine, du musst ja nichts mit ihnen machen, Alter. Lass sie einfach irgendwo stehen und blöd schauen. Würde schon reichen. Next on the agenda. Weil es ist immer schade, wenn dann welche We're way fehlen. behind schedule. Da oben stehen die anderen zwei. Geht ja noch. Guten Abend, Pieps. Next on the agenda. One may have won the kite-flying competition, Yuheng, but this prize should truly be reserved for another. You need not be so humble, honored Adeptus. Among all the kites, yours was quite literally a cut above the rest. Please accept this prize. Besides, I'm quite certain we owe a fair share of the success of this year's Lantern Rite to you. If you insist, then one can hardly continue to refuse. However, there is another matter with which one would ask your assistance. Of course. One would be much obliged if you could distribute this case of Sunglow tea among the Millilith on duty.
The security of the festivities rests entirely on their shoulders, after all. One presumes they could always benefit from something to invigorate their Wie sind spirits. sie ihren Tee weiter vertreibt? Cloud Retainer is so thoughtful and attentive to others' needs. I would expect nothing less of an esteemed adeptus such as herself. Understood. I'll get on that right away. A fortuitous result indeed. One's tea surplus has hitherto resolved itself. Ah, wie geil, Alter. Die eine, oh, sie ist so eine gute Adeptin und so. Und die andere, oh Gott sei Dank bin ich jetzt alles los. Should I save this money? Was ist jetzt los? Hä? You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, eh? Oh nein, das ist es. Das ist ja das Ding, alter Scheiße. I'm far more interested in getting her Die details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? Das ist der Legendenauftrag. You do it. Da bin ich jetzt voll neigerannt. No. I think you should. Wait, she's coming. Aber das machen wir das nächste Mal dann fertig. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? Igitt? 2 servings of more meat to go. Welcome. It's been a while. May I take your order? So lange ist es gar nicht her, wir waren erst im anderen Event zusammen. Ich find's nur schade, dass Kutschen hier... Ja, ich find's auch komisch, dass die dann ihre Events schon in anderen... die so eine spezielle Kleidung haben für die Ningguang und für die Kutschen, dass die nicht anhaben. Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Lange nicht gesehen, Shenhua. Mm-hmm. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You... Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. And check out the great food, too. Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the traveler in Paimon. Are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, Shenhe. So I've got things covered for now. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. Ist ja nicht so, als ob sie schon ein paar Mal gesehen hätten. Nimm Platz und unterhalte dich. Wo soll ich einen Platz nehmen? Hä? Achso, wir haben es ja gerade nicht aktiviert, ne? Dann rennen wir weg. Ich will das gar nicht weitermachen. Das nochmal dann das nächste Mal. Aber wir müssen es wieder dunkel machen. Das geht überhaupt nicht. Oh. Reicht noch nicht. So. Ja, die Ningguang und so haben das letzte Mal auch die neue Ding bekommen. Die Kleidung am Laternenritual. Deswegen fand ich sie ja dann jetzt auch so bescheiden. Schon vor 2 Jahren? Das kann sein, ja. Sogar schon 2 Jahre her ist. Stimmt, ja, das war vor 2 Jahren mit dem Ding. Wo das mit dem Angriff auf die Seeschlange war und so. Weil letztes Jahr war ja das Rap-Ding. Oh.
Genau, auf dem Jadegemach, ja, das war die Story. Das war ja dann auch mit der Shenhua, wo das erste Mal eingeführt worden ist. We're way behind schedule. Mit der Oper und Jadegemach, genau. This is a peaceful neighborhood. Stimmt, Genshin war auch noch dabei, genau. Wo war jetzt das andere Ding? Wo ich den treffen hätte sollen? Scheiße, ich hab's vergessen. Fuck, der hat's gesagt, wo ich hin soll. Wo ist der Chao jetzt? Bei der Gedenkstätte. Und wo ist die? Westlich von der Stadt. Nee, das ist kein Auftrag, das bekommst du so einfach gesagt. Das da? Nee, das ist das Münzending. Im Wasser? Das Mausoleum? Ich geh jetzt einfach daher. Ich habe keine Ahnung, ich schaue mich jetzt erstmal da oben um. Links von hier, wo grüne Häuser links vom Teleporter sind. Ah, ja. Aber doch, war doch das so das erste. Ah. Nein. Aber da ist immer noch der eine. Alter, hat er das wieder gut hergerichtet? Was ist los? Direkt vorm Teleporter. Wo ist der Teleporter wieder da oben? We're way behind schedule. Falsche Zeit. Ist das vielleicht, weil ich die Quest hier nicht beendet habe? Gab es hier nochmal eine Quest? Ich weiß es gar nicht. Heben wir mal die Typen nochmal. Ziemlich gut aus, in der Tat sehr gut. Der Tempel ist gerade fertig. Ausgeben würde. Guter Tempel. Möchtest du zum Tempel gehen und Weihrauch darbieten? Gern. Ich habe ja nie wieder vorbeigeschaut. Ziemlich gut. Dass das Tempel in Zukunft beliebter sein wird. Eine Weile hier, ich muss Informationen sammeln, habe es ist so. Zaun muss beiden Seiten hinzugefügt werden und Blumengarten muss eben im Tempel angelegt werden. Habe ich mal wieder eine Nebenquest gemacht. Next on the agenda. Also halt echt, weil ich hier noch nicht fertig war. Traveler. Ihr wart nicht in der Stadt. Being in the city isn't the only way for me to appreciate the lights and beauty of Laternenfestival. Look. Liyue Harbor lies just beyond this mountain. As long as I stand at this vantage point, I may freely behold the sights of all the kites slowly ascending into the sky. For me, that is enough. Na gut. I invited you here because there is something I would like to do. I want to release a shell lantern, and I'd like you to be there for it. Habt ihr sie selbst gemacht? Yes. I apologize for its crude appearance.
I have little skill in that regard. Nein, nein, sie ist wunderbar. You are very kind, as usual. All right. Aber scheiße, ist das eine große Laterne? Das war's jetzt einfach? Aber war doch schön, dass er verschwindet mehr und mehr aus eurem Blickfeld. Alles ist erfüllt von Ruhen, auch die Miene von Schau entspannt sich ein wenig. Ja? Thank you. Gerne. Nein, nein, red nicht so viel. Jetzt den da hinlatschen. Ha. Okay, cool, machen wir das auch. Wenn der Schreier fertig ist, wird Schau dann endlich mal in der Stadt beim Laternenfest sein. Ja, ich bin mal gespannt, wenn er mal wieder dabei ist. Wobei, er hat ja schon Fortschritte gemacht gehabt, der war ja schon hier, aber jetzt guckt er lieber da hinten. Aber war schon geile Sequenz, Alter. Also, oh, ich bin immer noch weg davon. Oder hin und weg eher. Hä? Ich bin gerade blind, warum sehe ich das Jahre gemacht nicht? Ist das so weit hinten, dass ich es da nicht sehen kann? Oh, ich habe zu tief geschaut. Ups. We're way behind schedule. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte, es war niedriger. Schon Lee soll einen Skin bekommen. Was mich halt wundert, dass du hier jetzt die Ningguang nicht siehst. Gerade die ist eigentlich total wichtige Charakter in dem ganzen Haufen. Die macht sich wieder sehr rar. Voll der fancy Stuhl hier. So. Nachdem du mal wieder da bist. Und wie geht's? Pieps. Sollte ich vielleicht dazu sagen. We're way behind schedule. Flo ist eigentlich. Ah ja. Ja, schaut immer geil aus. Aber man sieht die Drachen von hier aus nicht. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Rumgammeln. Irgendwie auch ohne Namen gewusst. Nee, aber ich dachte, mich erwähnt's mal dazu. Sonst könnte es ja jeder sein. Eine alte Teleporter freischalten. Nee, jetzt kommt doch mir nicht mit solchen Sachen. Inzwischen eingelebt, okay. Wird aber trotzdem sehr zehrend sein, um es mal so auszudrücken. Hast du dann immer noch so viel Spätschicht? Oder hast du eigentlich nur Spätschicht? Oder wie war das, Gitter? Gehen die eigentlich wieder zurück? Wenn ich jetzt diese eine Laterne folge. Achso, die löst sich auf, ne? Schweine. Dann kommt wahrscheinlich von unten wieder eine nach. Ich finde es immer noch schade, dass die mit dem Ding nichts mehr machen. Das war beim ersten halt so geil. Ah ja.
Ja, wenn man sich wenn man zu viel macht, Alter, irgendwann haut's einen weg, ja. Aber es ist gut, dass man wenigstens das ein bisschen runterschrauben konnte. Zwei Stunden weniger, aber ja, 2 Stunden können viel ausmachen. Vor allem, wenn man das halt auf die ganze Woche dann verteilt, sind es halt echt ein Haufen Stunden. Should we really be off work this early? Sollte man dem Charles There auf is der still a Meinung lot left to do. verteilen. Ja, vor allem fressen die Charaktere echt so viele Speicher, dass sie die halt nicht verteilen können mal. Wie die halt machen, dass man nicht drauf rumklettern darf. Dann geht Star Rail Stream erstmal länger nicht mehr. Also wie gesagt, Anfang wollte ich nur warten, bis was Neues raus ist, aber momentan ist die Lust komplett weg von Star Rail. Kollegenkunden, daran hatte ich richtig zu knacken. Achso, das Negative oder was? Oder waren ziemlich viele Deppen dabei? Ja, was wahrscheinlich in Honkai, wenn wir jetzt zu dem Thema das kurz wieder kommen, sein könnte, warum die da rumstehen lassen, weil du verschiedene Ebenen hast. Das heißt, du hast kein großes Gebiet, sondern du hast verschiedene kleine Ebenen. Und du hast halt auch keine große Welt einfach insgesamt. Wenn zum Einzelspieler wird. Ah, okay. Oh, ups. Ah, so ist es gemeint. Ja, das kann man verstehen, ja. Vor allem, wenn du sowas dann halt dauerhaft immer durchziehst und danach merkt man es erst. If you lie on the grass, So you wieder can Spaß feel am the Mensch sein. heartbeat Naja, of ist ja the schön, world. dass sich das dann alles wieder langsam eingliedert. Aber wie du schon sagst, man merkt sowas manchmal gar nicht. Next Vor allem, wenn du sowas über Jahre halt We're way behind durchziehst. schedule.
Okay, 6 Uhr ist Punktzeit, wo die Laternen einfach wegploppen lassen. Irgendwann mal normaltags arbeiten. Also vom Vampir-Dasein mal wieder ins Tageslicht. Ach, die hängen da einfach nur. Haben die das Gerät hinten dran? Nee. Vom Nachtschatten zum Tagschatten, ja. Bleibt echt Knochenshop Doppelpack. Ja, das glaube ich dir. Ich meine, man hat ja meistens schon an einem normalen Job zu knabbern. Da ist natürlich 2 eine ganz andere Hausnummer. Ich muss auch immer zugeben, wenn ich immer so Storys dann höre mit, ob es jetzt 2 Jobs sind oder dann halt irgendwie dann noch, was du ja auch immer wieder mal hörst, wenn jemand studiert und nebenbei dann noch einen Job hat oder so, um alles zu machen, am besten je nachdem noch alleinerziehend oder mit dem Kind dazu oder sonst irgendwas, da denke ich mir immer so, Alter, ich gehe mal pennen, bin so müde. Ja, dann schön, dass du da warst, Navian. Gute Nacht. Ich denke mal, wir machen jetzt dann später dann auch mal Schluss. Bisschen auf jeden Fall noch. Ja, da habe ich immer großen Respekt vor, Alter, wenn dann Leute wirklich sowas durchziehen können, ey. Ich glaube, ich wäre da gleich weg, ey. Ich wäre da gar nicht so der Typ für. Should we really be off work this early? Weil ja viele sich das nicht aussuchen, das ist ja dann ein Muss einfach. Und dann frisch ist 6 Uhr. Ja. One is fast on one's feet. Tageslicht bin das ja auch nur noch auf spätere Nachtschicht unterwegs. Yeah, skyward, scatter. Ich mag das immer noch mit dem Ding rumzuspielen. Yeah, skyward, scatter. Yeah, skyward. Ah, man kann das auch, wenn sie machen, wenn sie aufkommen. Wenn du mal nicht nur im Mond siehst. Yeah, skyward. Ja, Pumpman, suchst du dir das aus oder ist es dann bei dir einfach so eingeteilt? Aber bei mir ist alles dasselbe. YouTube, Figuren, Arbeiten. Yeah, skyward. Ich bin mal froh, was bei mir alles konstant so bleibt irgendwie. Yeah, skyward, scatter. Um neue Figuren zu kaufen. Ja. Und die werden auch irgendwie immer größer. Yeah, scatter. Yeah, skyward, scatter. Wie groß ist deine größte? Ich glaube, das ist dann jetzt schon die. Also von der Masse her würde ich sagen, dass das die größte ist. Ich meine, die Bunny-Figuren sind ja alle relativ groß. Die hat halt bloß so viele Haare hat die halt. Also so lange Haare. Aber ich glaube, die da ist jetzt, da muss ich das Video noch rausbringen.
mal kurz. Warte mal, das kann ich ja wegmachen. Warte mal, Facecam. Ziehen wir die mal ein bisschen größer. Das ist der Karton dazu. Also ich kann die jetzt nicht in zwei Teile, ich muss die jetzt in zwei Teile zeigen. Das ist im Prinzip die da. Das ist so die Standardfigur dazu gewesen. Und da gehört halt noch hier Monster dazu. Bei dem Skin. Warte mal, kann ich die Kamera so drehen? Aufpassen, aufpassen. Also die ist halt massiv einfach. Zu vergleichen, mal Schädel daneben. Irgendwie so. Die ist aus Arknights ist die. Halt, warte, ich muss mein Ding wieder aufhören, mir fehlt Musik. Woher du denn Platz nimmst. Viele Regale, viele Regale. Ich habe aber auch große Zimmer, also. Wobei ich jetzt schon wieder am Umbauen bin. Weil ich habe ja da drüben einen Arbeitsbereich gemacht gehabt für meine Garage-Kits und so, was ich endlich mal jetzt dann wieder in Angriff nehmen will. Und immer noch am Überlegen bin, ob ich die dann auch anfange zu verkaufen. Also Figurendruck und dann Verkauf. Und bemalt. Bemalt ist zu viel Arbeit. Und also ich habe auf jeden Fall noch einen Haufen Platz dann. Ich habe halt einen Haufen Regale dazu gekauft. Kommt mal einiges unter, genau. Ich meine, man sieht das schon hinter mir einfach. Da die zwei Reihen. Und da drüben habe ich dann noch mal eins. Da ist ein bisschen kleiner. Da hinten sind noch welche. Da ist mal Platz zum Figuren-Ding machen. Machst du noch fleißig? Mein Problem ist, ich habe immer mehr gedruckt, aber immer weniger fertig gemacht. Ich habe hier zwei große Figuren. Dann habe ich noch Jellan habe ich immer noch nie fertig gemacht. Und dann habe ich unten noch ein Evoli-Diorama von Pokémon habe ich unten auch noch. Das habe ich noch vor Weihnachten gemacht. Und dann nie weitergemacht. Weil dann ist immer vom Platz her, dann hat es mit dem Airbrush nicht so funktioniert. Da habe ich mir jetzt einen neuen Ding gekauft. Einen neuen, neuen Kompressor, der wo besser ist und den Druck besser hält. Und dabei habe ich auch noch viel gelesen, was ich falsch gemacht habe damit. Also viel halb angefangen. Ja, das Drucken macht halt auch Spaß. Ich meine, ich habe mir jetzt schon wieder einen Haufen Regallabrin in so ein Zimmer bauen. Ja, am besten hier die Wand durchhauen. Er gibt auch ein ganzes Lach, ja. Dann habe ich mir weil da waren jetzt wieder Angebote und so. Ah ja, okay, das ist rum. Nicht hier dann. Die will ich jetzt demnächst auch drucken. Also nicht die da oben, dieses Ding. Die schaut ganz cool aus. Oder, also die habe ich mir geholt, dann kommt noch dazu, wen habe ich denn noch geholt? Ah ja, genau. Oh! Muss ich wieder kleiner machen. Hier. Warte mal, wo sieht man sie ganz? Das ist die Kokomi da. Dann gehen wir nochmal ganz zurück auf Ding. Das ist die Yoimiya-Figur. Dann habe ich jetzt auf Patreon zwei Dinge abgeschlossen. 2 Abos für einen Monat. Kosten 10er oder so, weil du kriegst dann die Figuren viel günstiger, als wenn es dir so kaufst. Purchases. Was habe ich mir da gekauft eigentlich noch alles?
Delta hatte ich mir ja gekauft, Ronnie von Elden Ring, Rory, die habe ich noch nicht mal gedruckt, Alter. Man kauft schon wieder, aber noch nix. Das ist aus Eminence and Shadow. Das ist aus Elden Ring. Rory aus Ding. Schalt hier Bloodfallen aus Overlord. Die will ich alle noch drucken und dann bin ich, wie gesagt, noch am Überlegen, ob ich dann nicht irgendwie wirklich mal so einen kleinen Shop mache auf Etsy, dass ich die vielleicht gedruckt dann verkaufe. Wäre jetzt momentan so eine Überlegung. Außer die Mini-Sensoras-Figur. Hä? Da gibt's noch keine. Ach, willst du jetzt umziehen, Tamara, oder was? Bemalst du dir denn für dich wenigstens? Ja, will ich noch machen. Aber dieses ganze Nacharbeiten und wie gesagt, ich habe ja dieses Pokémon-Diorama habe ich ja gemacht zu Weihnachten. Das war ja auf Discord habe ich das ja gezeigt gehabt. Das war ja das letzte, was ich gemacht hatte. War anders. Alter, wie weit ist denn das schon wieder zurück? Da. Das war ja der letzte Garage-Kit-Druck, was ich gemacht habe. Wohl nicht, aber der Vermieter verkauft das Haus und wir bekommen eventuell das Haus vom Oberheim. Ah. müsste ich mal jemanden beauftragen, Alter, dass der so eine Figur macht. Aber das kostet halt echt viel teilweise. Ich glaube, bei dem einen, wo ich mal geschaut habe, so aus Scheiß, ich glaube, das ist 140 € oder so, dass der die halt eine zu macht, damit du die 3D drucken kannst. Und dann kommt es immer noch drauf an, wie viel Arbeit reinkommt. Aber das mit dem Verkaufen kenne ich, Alter. Ups. Da wollte ich gar nicht hin. Das mit dem Verkaufen kenne ich. Bei uns ist ja auch, der Vermieter ist ja gestorben das ist, glaube ich, auch schon wieder 3/4 Jahr her oder halbes. Jetzt hat ja seine Schwester und die ist jetzt noch am Überlegen, ob sie es verkauft oder sowas. Für uns wäre es zu viel. Weil, wir wären zwar zu zweit oder zu dritt, aber ja, sagen wir mal, ein Kredit von 400.000 wäre halt auch eine echte Nummer. Und dann müsstest du halt hier noch einiges erledigen. Also wenn sie so viel überhaupt kriegen würde. Da ist dann die Frage, ob wir auch nicht irgendwann ausziehen müssen. Aber das ist jetzt so nichts, was jetzt sofort passieren würde, sondern es wird wahrscheinlich auch noch 1-2 Jahre ins Land gehen, wenn überhaupt sowas in die Richtung kommt. Vor allem, weil die Schwester ist ja auch schon über 80. Wäre natürlich scheiße, aber da müssten wir erstmal wieder ein Haus finden, was mit der Größe von den Zimmern hat, ey. Wobei ich nicht wirklich ausziehen will mit dem ganzen Zeug, was ich habe. Aber wie gesagt, steht noch in den Sternen, ob sowas überhaupt passiert. Mein Bruder hat schon gesagt, Alter, wenn wir wirklich mal umziehen sollten, Alter, dann zahlt der Umzugsunternehmen. Ein Umzug mit den ganzen Figuren, ja. Ich habe aber die Kartons alle noch. Ist bloß viel zum Schleppen. Da wäre es halt wieder geil, wenn man in Japan wohnen würde, Alter. Das kostet halt viel. Das kostet halt teilweise wirklich ein ganzer Umzug mit einem Haufen Zeug, Alter. Kostet halt teilweise bloß 400 €. Und die machen halt alles richtig geil. Ne, die Figuren würde ich sowieso kein Unternehmen machen lassen. Nie und nimmer. Es geht vor allem um die Dachbodensachen und lauter so anderes größeres Zeug.
Würdest du es noch hinbekommen? Ja, denk schon. Käufer müsste den Mietvertrag ja mitnehmen, aber ich habe auch gesagt, ich bestehe mir jetzt langsam auf meine 2-Zimmer-Küche, Bad. Ja, kann ich verstehen. Wobei wir uns hier dann so eingelebt haben, dass es mir eigentlich wurscht war. Weil wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zimmer mit Küche plus Bad plus ein großer Dachboden oben. Und wir waren halt zu zweit am Anfang, bis natürlich mein Bruder mit eingezogen ist, aber ich hatte ich habe das eine Zimmer nur als Schlafzimmer benutzt und das andere Zimmer war halt dann im Prinzip, ja, das war zum Teil dann bloß Rüppelkammer. Da ist dann mein Bruder mit hergezogen, nachdem er damals so wegen so psychische Probleme wegen hatte. Weil ich dann gesagt habe, ja, ich brauche jetzt die 2 Zimmer nicht unbedingt. Aber trotzdem einen Haufen Platz eigentlich. Aber mir reicht es eigentlich so, also. Aber ich kann verstehen, wenn man dann wirklich halt so eine komplett eigene Wohneinheit haben will. Ich habe auch eine Zeit lang so gesagt, ey, eigentlich soll ich schon so Küche haben und sonst irgendwas und keine Ahnung was. Bis ich dann eigentlich gemerkt habe, eigentlich koche ich nicht viel. Also was brauche ich in der Küche? Duschen, essen war nicht mehr. Ja, das ist das Einzige so. Das Problem an dem Haus ist halt, es ist schon älter. Es gibt halt auch nur ein Badezimmer. Mit einem Klo drin und einer Dusche. Beziehungsweise Badedusche halt. Oder Badewannendusche, wie man sagt. Das ist schon manchmal ätzend. Vor allem, weil ich schon seit immer jeher gemerkt habe, mein Bruder und ich haben verdammt selben Gewohnheiten, Alter. Es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier gesessen bin, habe irgendwas gezockt und dann so, eigentlich müsstest du aufs Klo. Ja, komm, das machst du schnell zu Ende und dann gehst du aufs Klo. Und wenn es dann fertig bist, hörst du, wie drüben die Tür aufgeht und die Klotür zugeht. Fuck. Das ist normal, wenn man miteinander aufgewachsen ist. Dasselbe auch teilweise abends dann, Sonntag oder so. Ich könnte jetzt duschen gehen. Dann bin ich sogar hinüber. Hab im Bad habe ich dann die Heizung angemacht. Weil das geht relativ schnell, das ist ein großes Bad. Hab die Heizung angemacht, hab's vielleicht eine Viertelstunde laufen lassen. Denk mal, schaust mal nach, ob der Raum schon warm ist, dann gehst duschen. Hör ich, wie die Dusche drüben angeht. Dämmer, du elender Drecksack, Alter. Da musste ich warten, bis er fertig ist, und dann bin ich duschen gegangen. Elender Penner, ey. Ach, ja. Ja, das ist das Einzige. Wobei aber, wie gesagt, unsere neue Vermieterin, wo man jetzt sagt, also die Schwester von unserem alten Vermieter, jetzt aber auch gesagt hat, das kann man vergessen, Alter. Wir müssen da nochmal ein Klo reinmachen irgendwo. Ne, das war halt, das Haus ist halt noch aus einer Zeit, wo halt, die hatten bis, ich weiß gar nicht wie lange, ich meine, klar, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte jetzt her, wo das Klo da eingebaut ist, aber die haben früher halt außen ein Klo gehabt. Also dieses typische altmodische Bauernhaus-Klo, Alter, wo dann außen im Hof ist, Alter, irgendwo mit so einem, was weiß ich, wo das da war. Keine Ahnung. Da hat er dann damals bloß erzählt, so, ja, wir hatten damals bloß außen ans, so Plumpsklo. Warten, bis einer die Heizung im Bad auftritt. Kann ich ein Lied singen, aber kein gutes. Das Haus ist etwas neuer, aber dementsprechend mein Kauf auch teurer. Wirst immer gehen. Ja. Mein Problem ist mit einem Hauskauf, klar, das ist erstens ein Haufen Geld, was da ausgibst, beziehungsweise es ist halt ein großer Kredit und du zahlst halt lange ab. Einerseits kann ich mich aber auch nicht mit dem Gedanken anfreunden, ein eigenes Haus zu haben und dann immer an selbe Haus gebunden zu sein. Ich weiß nicht warum. Ist jetzt nicht so, als ob ich einer wäre, der wo jetzt dann sagt, hey, ich zieh jetzt einfach mal ins Ausland oder sowas.
Aber irgendwie so dieses Gefühl, dass du dann irgendwo festhängst, ist auch irgendwie blöd, obwohl ich eigentlich nie irgendwie woanders alleine hingezogen bin. Das ist komisch. Jetzt bin ich 37, Alter. Ist jetzt nicht so, als ob ich da jetzt nur was großartig vorhätte. Wobei, das sieht schon an, wie wenn ich jetzt schon mit dem Leben abgeschlossen hätte. Aber ich muss dazu sagen, ey, wir haben es hier gut erwischt. Weil, also der Mietpreis für so ein Haus ist halt echt günstig. Du alter Sack, ja, danke. Ja, aber das hört sich immer so blöd an eigentlich. Wir haben es erst in der Arbeit hatten wir es erst drüber. Das hat halt alles sein Für und Wider. Ja, genau. Wir haben es erst in der Arbeit drüber, weil ich dann gesagt habe so, ja, damals in meiner Lehrzeit vor 20 Jahren und dann so, fuck, Alter, das auszusprechen ist voll echt schlimm. Nicht, dass sich über Alter stört, mir ist es eigentlich scheißegal, ne? Aber das ist so eine Situation, wo du denkst so, wow, du kannst halt echt schon sagen, vor 20 Jahren, Mann. Ich bin mir noch das Glück in meinem Team. 4.000 Euro haben wollen, aber keinen Finger krumm machen. Wow. Alter, für 4.000 Euro will ich, dass die alles komplett machen und auch wieder aufbauen. Oder weißt du noch 19? Das klingt auch übel. Ja. Das ist so ja eine 90er Jahre. Denkst du so, scheiße, das ist halt auch schon 23 Jahre her, Mann. 24 fast. Wenn es hier ein bisschen reingehst. Ja, 1900, ja. Da müsstest du eigentlich dann schon so einen weißen Bart haben, der wo so bis auf den Boden geht, Alter, mit so einem Stock. Damals nur, da haben wir nur 1990, da haben wir nur das und das haben wir nur gemacht. Ja, Abbau und Bau machen die, aber den Rest. Also so einräumen und sowas, oder wie? Das ist, da finde ich lustig, ey, dass du halt also wie gesagt, ich kann jetzt da bloß aus Japan sprechen, Alter, das sind halt Umzugsunternehmen sind halt da der Shit, Alter. Ich habe da ein paar Videos dazu gesehen, ey, der hat halt das super Deluxe Umzugspaket irgendwie genommen für, keine Ahnung, was das kostet, 1.000, 2.000 Euro vielleicht, wenn überhaupt. Ey, und die sind gekommen, haben mit dir einen Plan gemacht, was du alles da hast, haben dann aufgeschrieben, was du alles hast, dann sind zig Stunden vorher sind dann Leute gekommen, oder so Frauen meistens, die haben dann für dich alles eingepackt mit extra Kartons und Plastikdinger und keine Ahnung was. Und dann sind die gekommen, haben außen den Gang bis alles runter komplett abgeklebt mit Kunststoff, mit so Stoffzeug, damit du nicht hinknallst oder so. Dass ich der Amtsälteste auf Arbeit war. Und dann tragen die das halt runter, fahren dann mit dir dahin und dann stellen die es halt wieder auf und du kannst denen halt sagen, wo du es hin tun willst und alles mögliche und räumen für dich auch wieder ein. Einpacken sollen die es gar nicht für mich, die sollen es nur für mich schleppen. Ja, aber für 4.000 Euro, Alter, da würde ich schon verlangen, dass die es auch einpacken. Also ich meine, ich würde mein Zeug wahrscheinlich trotzdem selber einpacken, weil... Keine Ahnung. Ich glaube, da wäre ich eher... Da hätte ich keinen Bock drauf, dass ein anderer mit meinen Sachen rumwühlt.
Ja, 4.000 Euro für einmal runterheben und wieder reinheben, das finde ich echt zu viel. Ja, viel zu viel. Ich meine, war das weit weg oder so? Oder eigentlich auch in derselben Stadt noch oder sowas? $500 Millionen. Boah, 4K ist das schon echt viel. Wird man besser ein Lageristen, dann gibt dir ein gutes Mittagessen aus. Ey, wenn ich überlege, wir haben damals, wie wir hierher gezogen sind zum Haus, haben wir uns, was haben wir uns geholt? 11.000 Euro haben wir uns Kredit geholt. Mit hier die Bude alles herrichten, neue Möbel und so einen Scheiß kaufen, dann noch andere Sachen. Dann habe ich mit dem Geld dann auch noch so einen anderen Kredit abgezahlt, den ich hatte noch. Da waren auch bloß so 1.000 Euro drauf oder so. Dann, ich glaube, fürs Auto habe ich noch was machen müssen. Dann haben wir Container haben wir zweimal gekauft. Oder zweimal geholt, den haben wir komplett voll gemacht mit allen möglichen Schrott und Scheiß. Und dann halt noch dann LKW dazu und keine Ahnung was nicht alles. Danach haben wir immer noch einiges übrig, also eigentlich haben wir sogar zu viel Kredit genommen, aber... Aber Alter, das war halt... Ich meine, klar, das haben wir dann alles selber machen müssen, aber 4 ist schon echt heftig. Krass, ich habe nur 800 bezahlt und Widerspruch gegangen beim gewonnen. Ja, dann Glückwunsch, Gott sei Dank. 4 ist schon übel, Alter. Vor allem, wenn du halt überlegst, je nachdem, was die für einen Stundenlohn haben oder sonst irgendwas, plus dann runter in die Karre, ein paar Dinger weiterschieben, Alter, und da wieder auspacken. Und ein Hausweifer, 500 Benzin und ein Grillabend für die Helfer. Ja. Wie gesagt, bei uns war ja vieles mit Streichen und Kabel verlegen und keine Ahnung, was wir nicht alles gemacht haben. Küche haben wir gekauft, eine neue Herd und so ganzes Zeug dazu. Ich glaube, neue Waschmaschine, glaube ich, haben wir auch gekauft und alles. Also wir haben ja echt viel gemacht für das, was wir da geholt haben. Ja, aber 4 ist ja Wucher, Alter. Leck mich fett, ey. Also wäre Wucher gewesen. Gott sei Dank hast du das runtergebracht. War vorher ein paar drin, halb hergerichtet. Ja, das ist ja gut, wenn das so ist. Wir haben halt alles noch gestrichen und dann habe ich alles ausgemessen und dann Möbel und alles kaufen. Also wenn wir jetzt ein Haus in der Größe wollen, was wir jetzt gerade haben, also zum Miete, jetzt müssten wir mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar mehr zahlen. Oh, hier wären gar keine. Schon spontan umgezogen. Was heißt spontan? Oh, ich habe jetzt Bock umzuziehen. Los geht's. Oder habt ihr es zufällig gefunden, das Haus, und dann so, los geht's?
Ein Baby erwarten. Ein Zustand gewiss den Losbeschluss umzuziehen. Schnell die Flucht vor dem bösen Baby. Im letzten Umzug will ich eigentlich nicht denken. War schon echt wild und alles ohne Firma. Sehr dünne Wände. Ja, glaube ich dir gleich. Die haben oft so dünne Wände. Letzte Umzug ging, da hatten wir nicht so viel Zeug. Jetzt haben wir halt 5 Jahre in diesem Haus. Ja, Alter, man denkt immer gar nicht, wie viel Scheiß sich ansammelt. Ey, das ist halt richtig schlimm. Vor allem, du siehst es erst, wenn du dann auch richtig umziehst. Wir haben das letzte Mal gedacht, so, ja, eigentlich geht's. Dann haben wir ja einen Container geholt, haben da auch echt viel weggeschmissen. Ey, und wir haben trotzdem so viel Zeug gehabt. Alter Schwede. Da denkst du so, fuck. Und ich will gar nicht an jetzt denken, Alter, was wir alles am Dachboden stehen haben. Von Kartons über was weiß ich was für ein Scheiß zu ich glaube, da stehen mittlerweile, naja, wobei jetzt sind es glaube ich bloß noch 2 oder 3 Sofas stehen jetzt da oben, weil eins von meinem Bruder, dann einmal altes von mir. Dann das eine, was meine Mutter mal bekommen hat, das haben wir mal hochgeräumt, weil die es nicht mehr gebraucht hat. Angefangen zu packen. Ach, so weit seid ihr auch schon, dass er dann... So 500 Kilometer alles nach der Arbeit und selbst... Boah... Bin ich froh, dass wir bloß 15 Minuten weg wohnen. Von unserem letzten Standort. Ach, war das der Umzug dann von... Wo war es nochmal hin? Scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Ich hab ein Gedächtnislücken im Oder. Stimmt, ja, du bist ja vor Ding dann über. Stimmt, Frankfurt war es, ja. Ich war sogar noch ein Stück weiter. Also ich habe bloß von meiner Schwester ihren Freund. Da hat mir schon gereicht, dass wir in die Stadt fahren mussten. In die nächste und... Ja würde ich ganz eigentlich sagen Nürnberg, aber hab's ja schon öfter gesagt. Nach Nürnberg in die Stadt fahren musste, das war so halbe, dreiviertel Stunde rein. Da dann 5 oder 6 Stockwerke hoch, sein ganzes Zeug runtertragen und so. Gott sei Dank hatte der nicht so viel.
Und dann wieder rausfahren und da wieder alles auslagern. Boah. Das war schon hart nervig. Aber dann 500 Kilometer, Alter. Boah. Ich glaube, ich hätte meinen vorherigen Wohnraum einfach angezündet und hätte mir lauter Sachen neu gekauft. Ich wundert, dass noch so viele da sind. Nachdem wir eigentlich jetzt mal so labern. Ich war also aus der alten Wohnung verscherben und neu einrichten. Ich glaube, ich wäre sogar zu faul zum Verscherbeln gewesen. Ich hätte es einfach angezündet. Also damals, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich zu viel Ich soll vielleicht mein Mikro nicht wegstellen, ne? Wäre vielleicht nicht so schlau. Nein, ich schaue nicht gerade nach neuen Figuren. Anzündendes Brandstifter, das machen wir ja nicht, wenn ich die Feuerwehr aus dem Ort kenne. Glaub mir, die wird's verstehen. Die wird dir sogar helfen. Denn wenn du sagst, ich müsste jetzt 500 Kilometer wegziehen, dann würden die sagen, alles klar, wo ist das Feuerzeug? Vor allem, wenn sie dich kennen. Ich meine, wenn sie dich hassen, ist das wieder was anderes, ne? Aber wenn du gut mit denen stehst. Herr Richter, ich musste 500 Kilometer wegziehen, können Sie das nicht verstehen? Okay, Freispruch. Ich glaube, jetzt mit dem ganzen Zeug, was ich habe, wäre viel schlimmer als ein Umzug. Tut mir leid. Das ist ja eigentlich auch zum Teil meine Schuld, ne? Wenn es nur so einfach wäre. Ich hab schon gemerkt, wie meinen schlechten Einfluss auf die ganzen Leute in meiner Umgebung, sei es jetzt auf der Arbeit oder hier im Chat oder auf Discord oder so. Ich steck die ganzen Leute bloß zum Geld ausgeben an. Und ihre Sammlung zu vergrößern und alles. Das ganze Lego, da kann man nicht so hübsch verpacken. Außer du hast die Packungen aufgehoben. Ich baue das sicher kein zweites Mal. Deswegen ist eigentlich das Schlauste, was man machen kann, wenn man gerne Lego baut, wenn es unbedingt Lego sein muss, dass man sich Sack auf, Steine rein, zack zu. Ja, aber man baut es ja nicht mehr auf. Dass man, sag's mir. Dass man das aufbaut, es hat seinen Spaß dabei und verkauft man es weiter. Außer man will es natürlich als Deko irgendwo hinstellen, aber die Sachen sind sowieso... Hä, die gibt's schon? Hm. Das steht nicht in meinem Flur rum. Ja, aber ist das so kompliziertes Lego? Ich meine, einfach ein bisschen einwickeln und dann irgendwo reinstellen und mitnehmen, fertig. Normalerweise fallen sie ja nicht so schnell auseinander. Ey, Figuren ist was anderes da, ja. Nur Lego, wenn du mal gebaut hast, die Lego ist ja zum Bauen da, dann ist es ja fertig und dann kannst du dir das nächste Set kaufen. Fuck, die würde ich immer noch gerne haben.
vor allem bei den Lego-Preisen halt heutzutage, Alter, das ist halt... Das ist ja der Horror. Hä? Warum ist Lego eine unsichere Seite? Ah, nee, doch nicht. Da ist schon, was ist jetzt los? Ich meine, Lego hat echt coole Sets, ne? Aber wenn du nur die Preise anschaust, denkst du so, boah. Kauf bei Bricks. Was ist Bricks? Blue Bricks? Gibt ja günstige Alternativen. Ah, Blue Bricks, ja. Blue Bricks ist gut. Oh, da wird mich genau ein fucking Set bei Blue Bricks wird mich richtig hart reizen. Aber es ist ein Add-on-Set. Das heißt, es gibt viele Sets dazu. Burg Blaustein. Wenn du alle Sets insgesamt haben willst, zahlst halt 900 Euro. Zu Tode einkaufen. Ich konnte mich bisher, Gott sei Dank, davon... Hä, was ist denn das? Davon fernhalten. Was der Spaß bei Lego kosten würde. Ja, schon. Also Lego ist halt da... Pff, hör mir auf. Ich meine, du hast halt hier jetzt ein Set, wenn du jetzt die Standardburg Blaustein nimmst, also jetzt wenn wir da bei dem Set bleiben, du hast halt hier 5250 Teile. Ich rede schon wieder, Held der Steine. Und dann gehst du halt zu fucking Lego. Warum Risiko? Gefährliche Website? Hä? Schalten die Werbung davor, die Schweine? Warum leitet es mich zu einer anderen Website weiter, die Ärsche? Gesponsert, deswegen. Säcke. Und dann gehst du zu Lego und schaust dir jetzt das Naturmuseum an. Das kostet 100 Euro mehr und hat 4000 Teile. Bei Lego müsstest du wahrscheinlich Organe verkaufen, ja. Und dann ist es halt noch so groß. Wo du denkst, wow. Na gut, bei Blue Bricks hast du natürlich keine Dinger dabei. Keine Figuren oder so, aber... Ja, wenn man sich das halt mal anschaut, ist es schon sehr geil. Und wie gesagt, dazu gibt es halt dann noch diese ganzen Erweiterungen. Schreibmaschine. Ja gut, der Lego hat aber auch so ein paar coole Sachen, aber in dem Sinn. An die Pyramide. Oh, die Pyramide ist ja das Allerschärfste. Ich glaube, ich habe das jetzt falsch geschrieben. Ne? Bin ich jetzt zu dumm, Pyramide zu schreiben? Ach, scheißegal. Alter, es ist zu spät, ich kann nicht mehr denken. Die Titanic von Lego. Oh, shit. Oh, die hat doch... Ja, doch Pyramide, ne? Hätte ich es doch beim zweiten Mal richtig. Ich habe schon gewusst, dass es falsch war, das erste. Lego... Titanic, Alter. Die kostet halt 700 Euro fast. 700 Euro, ey. Ich weiß, es schaut cool aus, aber, Alter... Hat sich dann doch gerade erledigt. Ey, ich finde ja auch das Bonusprogramm bei denen. Wenn du ja bei denen was kaufst, bekommst du ja Bonuspunkte. Oder wenn du ein Lego-Set kaufst, kannst du ja auf der Website kannst du dann irgendwie den Code eingeben, was bei jedem Set dabei ist, und kannst du dann Bonuspunkte bekommen. Da wenn du
Wie heißt der? Brick Story. Den schaue ich ab und zu, ich schaue nicht oft. Der hat für 12.000 Euro? Ich glaube, das war 12.000 Euro waren es, glaube ich. Ultimative Lego-Armee, 400 Klontrooper Battle Pack. Das sind ungefähr 12.000 Euro, was der in so Battle Packs gekauft hat, um sich so eine Armee aufzubauen. Und er hat halt am Ende, glaube ich, in Punktes 50 Euro gekriegt. Denke mal, Junge, man kauft bei Lego für 12.000 Euro ein und bekommt dann in Bonuspunkte 50 Euro. Ich meine, dass die jetzt da hunderte von Euro damit verschenken können, ist mir schon klar, aber Alter, du kaufst halt 400 Päckchen, Alter, für 12.000 Euro und kriegst halt 50 Euro Bonuspunkte. Ich dachte mir so, boah, wer weiß, wie viele Bonuspunkte das er jetzt da kriegt. Und dann gibt er die am Ende sein so, wow. Also ich glaube schon, dass 50 Euro waren. Also ich weiß, dass ich echt schockiert war, weil ich echt eine große Summe erwartet hatte bei 12.000 Euro. Irgendwie will es nicht laden. Egal. Aber auf jeden Fall waren es 50 Euro, irgendwas in der Richtung. Vielleicht auch 70. Das war dann schon. Da habe ich mehr über Payback. Ja! Das ist ja das, Alter. Sogar Payback, Alter. Da holst du dir. Du kaufst so und so oft ein, Alter. Dann holst du dir für, keine Ahnung, für 50 Euro, für 100 Euro oder sowas, kaufst du dir dann halt lässt du dir irgendeine, keine Ahnung, Kaffeemaschine holen oder sowas. Das war schon, ey, wie ich das denke mal so, boah, wer weiß, wie viele Punkte das er gemacht hat. Oh ja, das sind schon einige Punkte. Oh, die sind 50 Euro wert, was für eine Verarsche. Ah, das wäre schon alles saugeil. Münzturm? Ich glaube, das ist neu. Ankündigung. Oh, das schaut schon geil aus, Alter, mit dem ganzen Zeug. Fuck, Alter. Hä? Achso. Nein. Pro Euro 0,001 Punkte. Ja, wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch so echt viele coole Sets, ne? Schon mehr Rabatt bekommen bei den Figuren. Geht mir genauso, Amazon, Japan oder sonst irgendwas. Ich glaube, da kriegst ich hab's noch nie ausgerechnet, ich glaube, da kriegt man mehr. Wobei das aber dann, glaube ich, auch nur auf die Ausgabe gerechnet wird, was die Figur selber kostet oder so. Da, wenn man sich die Sachen halt anschaut. Panlos, Arkham Asylum. Das gibt's auch. Ja, das hat die Lizenz nicht, ne? Also das bescheißt im Prinzip. Aber das kostet 230 Euro. Was hat denn das? 7500 Teile. Und wenn man dann zu Lego geht. Lego Asylum. Das hat halt 2700 Teile oder irgendwie sowas. Ist es dann dasselbe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist ja egal, auf jeden Fall das ähnliche Set, also es kostet dann, keine Ahnung. Eieieiei.
Nein, nicht nach Figuren schauen. Böse. Aufhören. Ich habe schon wieder zu viele vorbestellt. Nachricht? El-Haytham? Hä? Ist sein Geburtstag oder was ist das? Scheinbar. Wow. Typisch El-Haytham. Schon fast wieder Held der Steine. Ich habe mir auch viel zu viel geschaut. Ja, skyward, scatter. Ja, es ist halt auch gerechtfertigt, seien wir ehrlich. Dass Lego teilweise so viel Hate abkriegt. Weil die Preise sind halt jenseits von Gut und Böse, Mann. Ich meine, jetzt wenn du die kleinen Sets kaufst oder so, geht's glaube ich noch, aber die großen Sets kannst du halt vergessen. Kann ich davon überall runterspringen eigentlich? Tatsächlich. Das testen wir aus, wie hoch das geht. Wahrscheinlich geht's jetzt eh drauf. Ja, skyward. Oh, es hört irgendwann auf. Ja. Ich habe schon gesehen, Alter, wie ich unterwegs war, dass es drauf geht. Ja, Lego hat aber auch echt viele Fehler. Also wie gesagt, ich schaue halt gerne den Held der Steine und gerade Farben und so haben die echt Probleme, ne? Also Lego. Ich meine, Klemmkraft und alles mögliche, dass das gut zusammenhält, da kann man nichts dagegen sagen, das ist gut, ja. Aber, also das nach dem, was ich bisher teilweise alles gesehen habe, wenn du zum Beispiel eine weiße, so ein weißes Rennauto, glaube ich, war das. Shutter. Ja. Skyward. Scatter. Da hast du so viele unterschiedliche Weißtöne drin gehabt, dass du es richtig gesehen hast und jetzt bin ich halt einer, der wo es eigentlich nicht auffällt. Ja, skyward. Oh. Dazu kommt natürlich das Hauptproblem, was viele kritisieren. Bedruckte Lego-Steine. Du hast so viele Aufkleber immer mit drin, Alter. Und das halt bei 700 € Sets. Ja. Scatter. Ja. Ja. Scatter. Ach, Frozen. Ich habe jetzt Franzosen-Set. Denke mal, was ist ein Franzosen-Set? Ja, wer kennt's nicht, das Franzosen-Set. Skyward. Scatter. Oh, das hört auch irgendwann auf. Hä? Will ich nicht gerade trommeln? Ja. Scatter. Vielleicht in der Musik drin, keine Ahnung. Franzosen sind kommen mit Baguette und Wein, aber man echt kaum bezahlbar. Ja. Skyward. Hurrah! Ja. Ja. Ha. Hurrah! Ja. Hurrah!
Schaut schon cool aus. Yeah! Skyward! Scatter! Ist doch so leichte Trommeln hört man im Hintergrund. Yeah! Skyward! Scatter! Dafür Aufkleber massig, ja. Yeah! Skyward! Scatter! Ist das Ding vielleicht da? Ja, ja. Nee. Kann ich eigentlich da hinten rein jetzt noch? Oh ja, ich kann doch immer noch rein. Habe ich glaube ich letztes Mal schon getestet. Aber wisst ihr was, jetzt machen wir dann langsam nochmal finito hier. Ah ja. Ich frage mich immer noch, warum wir hier überhaupt rein können, wenn eh keiner steht. Warte mal. Achso, ihr müsst eigentlich Bennett runterschmeißen, ne? Wie lange kann ich weiß gar nicht, habe ich da schon mal überhaupt mal welche wieder gesehen? Warte mal, da fällt mir eine Story zu ein. Ist das so gewesen? Okay. Überraschungseier sind bloß in der USA verboten. Ich dachte, das war eigentlich woanders auch noch. Finde ich immer noch lustig, dass Überraschungseier in der USA verboten sind. Wegen dem Gesetz aus 1938, Alter. You want... Hui. This is just my luck. Und damit ist auf Bennett down. Ist das Ü-Ei immer noch aus Kindern? Immer noch, ja. Aus amerikanischen Kindern, weil da ist es verboten. Yeah! Scatter! Yeah! Skyward! Scatter! Fuck, ich mag das. So, dann war wieder mal ein schöner Abend. 18? Ich war's, ja. Yeah! Skyward! Bestimmt ein Hydrokuss. Boah, ich habe da kaum welche gesammelt. Yeah! Skyward! Skyward! Yeah! Skyward! Scatter! Karte von Fontaine.
Genau, ich wünsche euch mal allen anderen gute Nacht auf jeden Fall. Noch einen schönen Sonntag, Restwochenende, schönen Start in die Woche beim Hafen. Den da? Lumi. Bei dem Hafen ganz rechts da, oder? Lumihafen. Ist der oben? Nein, ich will nicht. Lass mich hier in Ruhe. The situation in Lumidus Harbor is no good. Den da? Alter, wie hoch geht denn das? Kann ich mich hochporten? Natürlich nicht. Ah, jetzt. Scheiße, wie hoch geht es da? Hä, es geht da runter? Oh, Muss außenrum noch eine Scheibe. Nein, was mache ich? Jetzt. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich oben war. Ich dachte, es geht noch höher. Nein, das war's nicht. Oh, ist das fies. Ach so. Achso, ja, warte, ich muss ja jetzt. Warte. Ah, okay. Achso, mehr ist das gar nicht. Ja, ich glaube, du musst schnell genug sein, so wie es ausschaut. Weil ich habe gerade gesehen, dass sie es aufgelöst hat. Oder? Hä? Irgendwie löst sich's nicht auf. Ah, doch, ja, na, irgendwann löst sich's auf. Ja. Ist da ein Bug bei mir? Muss man es länger aufladen? Vielleicht? Oder tauchen die eh erst auf, wenn man es lange aufgeladen hat? Ja, skyward, scatter. Ja. Nein, 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 nein. Ne, man muss länger machen. Komisch. Du könntest aber auch eigentlich einfach da hochklettern und hinschweben, ne? Würde ich jetzt fast behaupten. Kann man da hochklettern?
Also, wenn man bescheißen will. Glück gehabt. Scheiße, ich wollte eigentlich die Sprung machen. Ja, skyward! Hä, was will ich da oben? Also ich würde überklettern und würde dann halt überspringen. Oder hochklettern und dann überspringen. Kein Ding. So habe ich denn jetzt auch. So. Jetzt aber dann. Dann danke fürs Zuschauen. Für die, die noch da sind. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Wochenende auf jeden Fall wieder. Ja, stimmt, ich muss die eine Quest zu Ende machen. Wie lange geht es eigentlich noch? 15 Tage. Ja, schauen wir mal, vielleicht. Nächstes Wochenende oder übernächstes auf jeden Fall. Schön, dich mal angetroffen zu haben. Ja, war schön auch, dass du wieder da bist. Und schön zu hören, dass da ein bisschen besser jetzt geht. Mit deiner Arbeit und alles. Und ja. Schönes Restwochenende, schönen Sonntag, schönen Start in die Woche und gute Nacht. Nicht ärgern lassen. Ach, ich doch nicht. Alles scheißegal. Und halt, warte, ich muss auf Ding drücken. Jetzt hätte ich fast einfach so ausgemacht. Und tschüss. you